wollte ich ja eigentlich weitermachen mit dem Auftrag von Nahide Story, soweit. Aber da können wir dann jetzt erst irgendwann demnächst weitermachen. Ich wollte Dienstag ja schon streamen, aber dann hatte ich an dem Tag da nicht so wirklich Zeit. Deswegen habe ich das eigentlich verlegen wollen auf Freitag. Dann hatte ich da jetzt aber auch noch was zu tun gehabt. Dann wollte ich das gestern noch machen, hatte da aber auch nicht so wirklich Lust gehabt. Immer keine Zeit und jetzt gestern keine Lust. Ja, beziehungsweise weil ich halt wusste, dass ich heute vermutlich streamen werde, aber das ist dann jetzt vorhin nochmal in die Hose gefallen. Deswegen mache ich das jetzt und der Stream, der danach gekommen wäre, fällt dann einfach aus. So. Aber ist egal. Ich hole jetzt quasi meinen Stream von Dienstag nach, wobei ich dann sowieso bemerkt habe, als das Update kam ja mit dem ganzen Fest hier, dann lohnt sich das doch sowieso, dass ich Dienstag nicht gestreamt habe. Dann kann ich hier nämlich nochmal ein bisschen mit dem Content gerade weitermachen, ne? Ja, die Dinosaurier kommen vermutlich Dienstag wieder. Da müsste ich auch mal wieder weitermachen, hätte ich richtig Bock drauf. Jurassic Park 3 jetzt ja. Ja, mal gucken, wie weit wir da dann kommen. Und ja, bleibt abzuwarten, ne? Hier die Story, das versuche ich dann auf nächstes Wochenende so ein bisschen zu verlegen. Mal schauen, ob das hinkommt. Dann ist ja sowieso nochmal neue Story dazu. Das neue Gebiet ist ja auch noch da. Das müsste ich eigentlich auch noch erkunden. Bamboo Etc. etc. shoot, bamboo shoot, nascent bamboo shoot. Oh, this one's only just sprouted, and it looks super fresh. Paimon thinks this is the one. This should be enough. Let's head back. Help! Help! Did you hear that? Someone's calling for help. It's coming from over there. Jau, jau. Oh, das ist aber cool gemacht. Ja, das Event hatte schon mal aus Versehen gestartet, weil meine Dailies jetzt gerade wieder in Leeway sind. Deswegen diese kurze Szene werde ich dann auch noch gucken, dass ich das jetzt die Tage noch mal kurz hochlade, dass das Ding komplett ist. Are you okay? Did any water go down the wrong pipe? Das könnte so ein Aristokrat der Fatui sein. I think I'm okay now. Thank you so much. That was scary. Well, at least you're all right. All thanks to your savior here. Oh, a little girl? Die ist schon süß. Greetings, everyone. My name is Yao Yao. It's a pleasure to make your acquaintance. Whoa, she's so well-mannered. My name's Paimon, and this is the Traveler. I'm Dvorak, a musician from Fontaine. Fontaine. I came through Stone Gate, intending to head towards Liyue Harbor, but then I became captivated by the beautiful scenery. And before long, I was completely lost. Just now, I was so mesmerized by the waterfall that I slipped and fell into the water. If it weren't for Miss Yao Yao's help, I shudder to think what might have happened. It's all right, Mr. Dvorak. The splashing around the bottom of the waterfall means the stone path is always wet and slippy. You definitely have to be careful. Next time you're exploring an unfamiliar environment, try to focus on what's right in front of you. As long as you watch your step, accidents like this won't happen anymore. Yes, ma'am. I understand. I'll remember to be more careful next time. Oh, are you hungry, sir? Oh, I'll be fine. Please, sir, it's quite all right. I was born and raised here in Liyue. It's only natural for me to extend my hospitality to any guests who are passing through. I expect you still have quite a long journey ahead of you. It's very important to keep your energy levels up. I still have some lotus flower crisps left in my backpack. Why don't we split them between the four of us? Aw, what a thoughtful kid! She even has some for Paimon! Du denkst wieder nur ans Essen. You're welcome. Das ist ja wirklich nett von ihr. So tasty. If only there were more. Ja, du hast doch am meisten gegessen. Having a healthy appetite is a good thing. It means Paimon's still growing. If I'd known I was gonna run into you, I would have made a second batch. Ist schon wieder so eine Zeile, ne? So,
die könnte man wieder auffassen. So alles in einem Zusammenschnitt am Ende. So, ja, Paimon hat doch damit zu tun und sie hat ihr Gedächtnis verloren oder darf gewisse Sachen ja nicht sagen. Äh, sie wächst Hope noch. you're taking notes, traveler. This is how you treat your Paimon. Dann reist doch mit ihr weiter. Ich mach das Ding alleine. What do you think, sir? Are Liyue's snacks to your taste? I wonder if they're not sweet enough. No, they're perfect. When I was traveling through Mondstadt, I had a chance to try one of their moon pies. It had a meat filling, unlike these crisps. But apart from that, it seems like they follow a similar cooking process. As for Fontaine's cooking, though, it's been a long time since I've had a taste of home. Sounds like you spend a lot of time on the road, huh? I do. It's part of my job. I'm one of the main organizers of the Iridescence Tour. Iridescence tour? Daran erinnere ich mich. The Iridescence Tour is one of the biggest music festivals in Fontaine. We're looking to expand, though. Our aim is to hold a festival in every nation. Ja, das hatten wir schon mal. At least, all the main organizers share this goal. Unfortunately, it's a long story, so I'll spare you the details. But anyway, so the main reason I'm traveling all around Tavad is to promote our music festivals. But I have some personal reasons, too. Well, what are they? Just tell us already. Let me see. Well, to explain it in full, I'd have to start with a story from my ancestors. I don't want to take up too much of your time. Oh, I love listening to stories. We want to hear it too. Okay, then I'll start from the beginning. The story goes that my ancestor, who was also a traveler, once slipped and fell into a lake during his travels. As he was sinking and gasping for breath, he heard a wondrous tune in the air. They say it was the most beautiful, moving melody he had ever heard, even in that life and death moment. The ethereal music seized his full attention and almost made him forget the fact that he was drowning. When he finally came to, he found that he had already been brought ashore. Not too far from him stood an unfamiliar woman with an almost divine aura. Once she saw that he was no longer in danger, she left without a word. My ancestor tried to run after her to give his thanks, but although a mere dozen paces separated them, no matter how quickly he gave chase, he drew no closer and remained. In the end, all he could do was to bow in thanks to the woman as he watched her walk away towards the rivers and mountains in the distance, before at last he turned around and made his way home. Once he returned to Fontaine, he began to learn an instrument so that he could spread his story far and wide, just like the bards. After generations of retelling, embellishing, and dramatizing, people have come to think of that lady as something like a fairy. The story's become something of a local legend in Fontaine. It's called The Lady Overlooking the Lake. People now say that if you go down to the lakeside and play an instrument, so long as you play a pleasing melody, you will hear... Wow! Eine besondere Legende. Well, yes. As it stands now, it's become a touch too romantic and detached from reality. But I understand the original story and its historical grounding better than anyone else. I wanted to find out the truth of this tale. So I decided to retrace my ancestors' steps and search for that lady's modern-day descendants. Of course, there's no way of knowing where my ancestor fell into the lake all those years ago. So I always knew that the search would be akin to looking for a needle in a haystack. Ach, wir können dich ja manchmal ins Wasser stoßen. Dann können wir ja gucken, ob es irgendwann der richtige Fluss oder See ist. I've spent many years on the road now, and I'm nowhere near as fit as I was in my youth. The wish that I've spent half my life chasing after has now become something of an obsession. Well, I haven't lived half of my life yet, but still, I understand how you must feel. Paimon too! It's like... imagine if you saved the center of a lotus flower crisp, which is the best part, by the way, because you wanted to eat it another day, but then suddenly, sploosh! It falls into the water, never to be seen again! Wieso hat alles, was du besprichst, mit Essen zu tun? Paimon would definitely remember that for the rest of her life. There's no need to feel sorry for me. I've made some progress over the years.
For example, I've concluded that the story must have taken place in Liyue. Oh, so you finally found a lead? Yes, in fact, that's an intriguing story in and of itself. I'd always known that Mondstadt is the city of song and freedom. But more recently, I heard that the Animal Archon returned to Mondstadt for a festival in the fall, and learned that he himself is a patron deity of music. So I prayed for the Animal Archon's guidance in the Mondstadt Cathedral, and as soon as I set foot back outside the front gate, I noticed a cluster of leaves being blown in the wind further and further west, towards Stone. A friendly local told me that this meant the wind was guiding me in the direction of Liyue. So I followed their advice and made my way here. Right? You get it. I knew I'd find someone that agrees with me eventually. Wir kennen die Götter, deswegen... Naja... Are you sure? It sounds a bit too much like one of those fake legends told by those treasure hoarder guys to scam gullible grannies from Jingsa village. Rex Lapis has returned to the world. Just give me some incense and a little more towards the travel fees, and I will pass your gift on to the Lord of Geo and ask him to keep you and your family safe and well. And so on and so on. Don't worry, Yao Yao. We have a lot of experience with deciphering omens and stuff. And anyway, you only got scammed if you handed over Mora, right? Actually, to express my gratitude, I did spend rather a lot of more on several bottles of fine wine, which I left at the statues of the Seven along the... Oh dear. Well, how about this, ladies and gentlemen? Why don't I bring you all to Yujing Terrace to see Miss Ganyu? Ganyu? Ja, da I will ich don't hin. know very many people, so I can't help you out much. But Miss Ganyu and the Qixing know just about everything. If you've been scammed, they'll help you get your Mora back. And if the wind was telling the truth, and you want to keep looking for that lady's family, they'll be the best people to ask. But you've already helped me so much. Well, I was going to take some new medicinal herbs and plants I picked to Miss Ganyu anyway, so it's no trouble at all. You know what? It's been a minute since we saw Ganyu too. It should be nice to pay her a visit before Lantern, right? Ja, da könnten Sie mal wieder besuchen. All right. Well, my sincere thanks to you all. I will never forget your kindness. Okay, everyone. Please follow me. I'll be your guide. Remember to watch where you're going, okay? Uh-oh. Paimon's out of a job. Oh well. Paimon will just be a cheerleader instead. Ein Satz ohne Essen. Mann, was ist denn mit Paimon los? Ja, hi Xenox. Mir geht's ganz gut soweit. Könnte schlechter sein. Wie geht's dir denn so? Ich hoffe gut. So, dann schauen wir mal. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Ich weiß ja nicht, ob das Laternenritual mal wieder in zwei Teile also aufgeteilt ist. Also in 2 Tage warten und dann bis zum nächsten Fortschritt immer vordringen. Sollte es so sein, dann müsste ich jetzt die Arbeit von 3 Tagen erledigen können. Violet grass is a plant that enjoys a moist environment and is best picked after it rains. Song sollte vielleicht auch immer noch bei der be sure to Teegrube store them sitzen. appropriately. Müssen wir mal gucken, ob wir ihn dort vielleicht gleich wieder antreffen können. Ganyu. Ja, das ist quasi das chinesische Neujahrsfest. Das findet jedes Jahr in Genshin statt. Und es ist immer was Besonderes. Die Liyue lassen sich Harbor jedes Mal looks was very Schönes different from einfallen. when I came last. It's almost as if I'm listening to the same melody, but with a richer timbre and new variations added. Well, we are here during Lantern Rite after all. It only comes once a year, so they always have a big celebration. It's fair to say that this time of year is when Liyue Harbor looks the prettiest. Great. Let's go and check it out. Ja, Paimon I hat das can't quasi wait auch to get gerade into the ziemlich gut city and see erklärt. it all up close for myself. Wusste ich nicht. Ich spiele das Spiel nicht, hört sich aber nice an. Ja, genau. Bisher konnte ich mich bei keinem der Feste beschweren.
Smiles and laughter everywhere I look. It's contagious. I can almost feel the music in the air. I have the urge to start waving my Da sieht man es conductor's wieder, die baton. Laternen, die so in der Luft schweben während des Festes, das sieht immer sehr schön aus. Schade, dass es nicht immer da bleibt, sonst wäre die Stadt viel lebendiger. Also klar, auf die Dekoration könnte ich auf Dauer verzichten, deswegen ist das schon mal ganz cool, wenn das so abwechslungsreich ist. Aber die Laternen, weiß ich nicht, das sieht immer so schön aus. Beim allerersten Fest, meine ich, war das. Vielleicht auch beim zweiten, kann ich gerade nicht genau sagen. Da war das so, da konntest du selber noch Laternen herstellen, die hast du gebraucht als Währung. Aber danach hast du die einfach behalten. Du konntest sie natürlich auch während des Festes einfach schon benutzen, außerhalb der Währung und dann selber so eine Laterne steigen lassen. Ich habe noch welche, ich kann das aber gerade leider nicht öffnen. Ich müsste jetzt glaube ich noch so 72 haben, die ich einfach so steigen lassen könnte. Ich hebe die hier für besondere Momente auf. Und es endet auf jeden Fall meistens mit einem sehr schönen Ende, ne? Also schon so eine atemberaubende Cutscene, wo du dir denkst, ach, warum haben wir sowas nicht? Irgendwie bei einem Neujahr, also klar, unrealistisch, ne? Es hat schon teilweise mit Magie zu tun, aber es sieht sehr schön aus. Und du kriegst halt dann natürlich auch wieder sehr viel Urgesteine ausgeschüttet. Bei der Story hast du auch wieder ein bisschen mit deinen Lieblingscharakteren vielleicht zu tun, also falls die mit da drunter sind. Du kriegst eigentlich immer einen Forster von Liyue geschenkt, meistens auch sogar halt mit der neue Forster mit drin, in dem Fall Yao Yao jetzt auch. Also die habe ich dann schon mal safe. Ja. Also beschweren kann man sich halt einfach auf jeden Fall null. Was gab es denn so die vorherigen Jahre? Ja, kann man sich der weniger, genau. Die vorherigen Jahre, sagen wir es mal so, da ist mein Lieblingsmodus eigentlich bisher immer dabei gewesen. Hier so Tower Defense. Weißt du? Da musst du die Gerätschaften aufstellen und dann verteidigst du da so. Dann gab es auch noch so Lichträtsel und allgemein so Bewohnern, denen du geholfen hast, irgendwelche Laternen zu basteln beim, ich meine, ersten Jahr. Und. Also immer so kleine Minispiele so haben sie mit eingebaut. Hey everyone! Fancy meeting you all here. What a nice surprise. Hello, Xinyan. Let me introduce some new friends. They are... Traveler, Paimon, and Mr. Dvorak, right? I've known them all for quite a while. Ihr kennt euch also. When I was last here to advertise a Liyue stop for the Iridescence Tour, Xinyan was one of the few people willing to give me the time of day. Ja, dass Xinyan damit zu tun hatte, wusste ich. Well, feels like I've been chasing this Iridescence Tour bandwagon halfway around the world, but I keep getting stood up. What's going on, Mr. Dvorak? I'm so sorry, Xinyan. We've had a string of terrible luck recently, and every time we've tried to put on a show, something or other has come up to stop our plans from materializing. Is that right? I guess it can't be helped. So, what brings you to Liyue Harbor at this time of year anyway? Thinking of putting on a music festival during the Lantern-Rite Ja, celebration? ich weiß noch, das eine Jahr war auch wieder so ein Lichträtsel gewesen. Und da gab es dann mehrere Memes so. Oh, ich denke, MiHoYo hat was vergessen. Bei dem Lichträtsel sind nämlich noch irgendwelche Requisiten stehen geblieben, obwohl das Event schon vorbei war. Die waren dann so in der Luft am Schweben, so am Hafen, hast du gesehen, so, oh. Ups. Ja, die waren bis zum nächsten Update da. Ach, schön. Even if I were to start putting something together right now, alles haben sie entfernt, aber das haben sie übersehen. Wait, but we're going to meet the Liyue Qixing, aren't we? And they're the ones in charge. Uh-huh, that's right. Miss Keqing and Miss Ningguang can make anything happen. You mean... what? This is the perfect opportunity! Well, sure, it might not work out, but it can't hurt to bring it up as a suggestion. Ein Musikfestival zum Laternenritual wird sicher etwas Neues bringen. Ja, das auf jeden Fall. That's the spirit! See, even the Traveler agrees with me. Mr. Dvorak, don't let yourself be put Ich hoffe off nur, by dass the ich fact nicht that wieder a ein few Instrument things spielen haven't muss. worked out recently. As for the performers, I can put you in touch with some local artists. My friend Ich Yunji hoffe, is a Paimon singt well-known nicht. Ja. opera singer in Liyue. With her support and a commissioned song from the Yunhan Opera Troupe, we should be able to get something going. Dann geht's What nur am about Essen. you, Ja, Xinyan? Are you just going to sit this one out? ziemlich sicher.
What do you take me for? If we actually managed to make the Iridescence Tour Lantern Rock Grand Concert a reality, you think I'd let anyone else perform the opening act? Wow! There's that rock and roll spirit! What do you say, Mr. Dvorak? Okay. I'll give it a shot. But the opening act is not something to be chosen lightly, Xinyan. I will judge your work by the strictest of standards, so please make sure you are fully prepared. Are you kidding? I thought you'd never ask. Whew, guess my shopping time's getting cut short. I'm gonna head back right away and start working on this. Yao Yao, if you run into your senior on the way to the Qixing, please send her my regards. Das kannst du vergessen, dass ich das I vorlese. promise I will. Good luck with your music, Xinyan. Aber ja, vielleicht. Möglich wär's auf jeden Fall. Die Stadt ist ja eher chinesisch angelegt, aber ausschließen würde ich's nicht. It's Xiangling. She's mentioned you two before. Xiangling's always thinking about cooking. Whenever she gets scrapes or burns, dieses she Mal just so eine leaves them to Statue. heal by Ich bin mir sicher, themselves. der Vogel wird noch She lebendig am definitely Ende. needs someone around her to look after her. Das letzte Mal hatten wir hier I ja know eher you im must have looked out Wasserbereich, for also her a ohne lot so eine too extra in the time Insel. you've known her. Hatten wir da so So, einen thank you for Hirsch, that. nennen wir es mal so. Der wurde dann ja auch nochmal lebendig und hat sich in den Himmel begeben. Das war sehr schön. So, jetzt wird es gleich nochmal ums Essen gehen, weil wenn wir wirklich auf Xiangling treffen, eine Köchin, naja, da wird es definitiv nochmal ein oder zwei Gespräche geben. Obwohl, naja, vielleicht treffen wir ja wieder auf die Oma. So wie es aussieht, ja, gut möglich, da steht sie immer. Ja, da ist sie doch. Madame Ping. Vielleicht ist Janfei ja auch hier. This is a peaceful neighborhood. Oh, it's Master! Is it okay if I go and say hi to her? Oh, calm down now, dear. I'm not about to run off anywhere. I'm not a bundle of energy like you. I haven't seen Ja, ich you kenne in das bei days, koreanischen Liedern. Master. I've missed you. Oh, bless you, Yao Yao. You do say the sweetest things. Ah, look who it is. Visiting friends during the lantern ride, are we? You're half right, Madam Ping. We were also trying to help out Mr. Dvorak over here. We were on our way to take him to see the Qixing. Hello, ma'am. I am a musician from Fontaine and an organizer of the Iridescence Tour. I don't suppose you've heard of it. Master! The Iridescence Tour is a super famous music festival. Oh, an old lady like me wouldn't know much about that sort of thing. A music festival, you say? It sounds terribly exciting. Ja, warum nicht? Kann man noch ein bisschen Musik hinzufügen. Madam Ping, how would you feel about that? You're Die an elder in modernisieren Liyue, quasi and you hier know noch die all ganzen about alten Liyue's Gefilde. cultural traditions. Hearing your thoughts would definitely help us figure out how best to approach it. For example, do you think it might be a bit too modern, or is there any other issue? Why, not at all. Music pays homage to history and culture, and it can also be a bridge between different civilizations. Times change, and the music enjoyed by the youngsters of today is no doubt very different from the tunes I was accustomed to in my youth. Nevertheless, all fine things in life can be appreciated. And so, I look forward to it immensely. Hear, hear. I do believe that, my own dear grandmother aside, you are the wisest old lady I've ever met. Goodness gracious, you're all being suspiciously sweet today. Yao Yao, whatever have you been feeding them? Master, you're in such a great mood today. You're even cracking jokes with the rest of us.
Oh, well. I'm sure you must have plenty to be getting on with, yes? Run along now. Don't let me hold you up. Thanks, Madam Ping. We'll see you again soon. Dann müssten wir ja gleich noch auf Ganyu treffen. Und die anderen überarbeiteten Sekretärinnen nennen. Ah ja, die Feuerwerkskörper stehen ja auch wieder hier. Moment. Ah ne, doch nicht. Da sehe ich das. Da sehe ich doch was. Da ist sie. Ganyu. And when you meet with the Ministry of Civil Affairs, please remind them that the festivities are not an excuse to procrastinate their work. Understood, Miss Ganyu. I'll take my leave now. Ganyu! What brings you here, Yao Yao? I've brought all the medicine you asked me to pick for you. Oh, and here's a pack of sweet flower seeds as well. Also, these dried Genshin leaves make a great pot of tea that's very good for you. I know you've had a lot to deal with at work recently, but you shouldn't push yourself too hard. If you're not careful, you'll end up falling asleep in the grass again. Well, this is weird. It's like a responsible younger sister talking to their disorganized older sister. Ja. Thank you, but Paimon's criticism is quite valid. I do have a tendency to neglect matters outside of work, and that's something I should improve on. Oh, my apologies. I don't believe we've been introduced. Ah, Paimon will do the honors. Oh Gott, das kann ja nur schief gehen. What's wrong? Did Paimon go over everything a bit too fast? It's definitely an ambitious plan. If there's anything you didn't quite catch, Paimon's more than happy to go over it again. It may be a little difficult to make this happen. Oh? Well, the Lantern Rite is the most important festival of the year. Our celebrations must not only be visually spectacular, but also appeal to the tastes of Liyue citizens from all walks of life. The Iridescence Tour is relatively unknown in Liyue. It's difficult to predict how a brand new show will be received. It would be quite risky for us to bet everything on this one music festival. All very valid points. I completely understand. Therefore, we will not replace or cancel any of our pre-existing program. However, I will submit a proposal requesting to put the Iridescence Tour special performance as the final act of this year's festivities. Some live music will certainly add to the festive atmosphere on the night of the Lantern Rite. As for the venue... Let's reserve a space at the docks. Als Sonderveranstaltung ginge? Ja, von mir aus. Yes, my thoughts precisely. Now I just need to take some time to give this proposal some polish. As long as I clearly lay out the pros and cons, and highlight the key points of the proposal, given that Ping and the Traveler have both given the idea their blessing, I'm confident that Qixing will be sure to give it serious consideration. Mr. Dvorak, I will need to discuss with you the number of musicians who will be coming to Liyue, as well as their catering and accommodation requirements. Oh, yes, certainly. Let's step to the side and discuss further. As soon as there's work to do, Ganyu's as diligent as ever. I couldn't agree more. Master once said that everyone has things that they are good at and things that they are less good at. So, with that in mind, Ganyu shouldn't feel compelled to become perfect at absolutely everything. I'm good at taking care of people, so that can be left to me. Wow.
Hey, Yo-Yo, can you take care of Paimon too? Paimon's getting hungry again. Oh Gott, Paimon. I'm afraid my backpack's empty now, but if you let me know what you like, I can bring you some of your favorite dishes next time we meet. Apart from lotus flower crisps, what else do you like? Anything sweet, and anything that's made from slimes. Oh je. Here's what I've drafted so far. Anything else you want to add? No, this is excellent. I'm racking my brains, but I don't think you've missed a single thing. Perfect. Then we'll leave it as is. I'll go make an official copy. Oh, perfect timing. We were just wrapping up our discussion here. So effizient. Not at all. Every second counts for a complex proposal such as this. I will inform the Qixing of this development immediately. Please give me a moment to pass on the message. Yao Yao, thank you for bringing my herbs. I will make sure to take them. Remember to make tea from them first, Ganyu. You mustn't just chew them raw. I will. Okay, I should be getting back. If Yao-Yao stays out for too long, Mom and Dad will be worried sick. Everyone, I'm sure that Ach, die hat doch eine the music Vision. festival Was will soll go off passieren? without a hitch, so don't worry. And in case I don't see you before, I wish you all a very happy Lantern Rite. Thank you, Yao Yao. Happy Lantern Rite to you, too. We should go get dinner together sometime. Also im nächsten großen Update, also so richtig großen, wird ja dann wieder das neue Gebiet kommen. Das nächste Update war ja jetzt erst Mittwoch gewesen. Was ja halt hier gerade das Festival ist und ja, das neue Gebiet, Moment, das können wir uns eigentlich mal angucken. So, ja, hier ist nochmal ein bisschen Wüste ergänzt worden. Das kann man sich angucken. Und der neue Storystrang, der dazugehört natürlich. Aber ich muss die Story davor erstmal noch fertig kriegen. Das habe ich halt beim letzten Mal dann nicht mehr geschafft. Warte hier 2 Stunden. Ah, ja, okay. Ja, das muss ich halt mit der Zeit erstmal abarbeiten jetzt. Ich will das halt natürlich gerne in den Stream machen, aber ja, es fehlt halt immer die Zeit dazu. Oder dann habe ich doch mal was anderes zu tun, wenn ich dann Zeit hätte. Greetings, traveler, Kuching Paimon, auch. and Mr. Dvorak. Call me Kuching. Ganyu has brought me up to speed on everything. I'll get straight to the point. The Qixing have approved Ganyu's proposal. Over the next few days, I will be working with Mr. Dvorak on behalf of the Qixing to facilitate the organization of this concert. Yay! That's awesome! Ja, ist ja richtig. Aber ich würde halt trotzdem gerne die Story in dem Stream machen. Vorher will ich die halt nicht weitermachen. Ich könnte das halt immer privat in einzelnen Schritten machen, aber ich würde es halt gerne streamen. Oder ich muss halt gucken, dass ich das dann irgendwie mal abklippe und dann halt nochmal hochlade, weil ich will das halt irgendwie quasi als ganze Sammlung irgendwann sehen können. So, wenn wir halt im 7. Gebiet sind, zum Beispiel jetzt dann ins Nesnaya und die Story dann irgendwann, sag ich mal, in Anführungsstrichen abgeschlossen ist, würde ich schon gerne ab dem Punkt, wo ich halt wirklich angefangen habe, das hier zu streamen oder hochzuladen, nochmal alles sehen können. So, hier, da waren wir noch vor 5 Jahren, so mit den Worten, ne? Mann, da habe ich noch nie geahnt, dass wir so weit kommen. Beziehungsweise, was bis dahin schon alles passiert ist. Ja, hier zweimal schon auf den Goldarchipel gewesen, diverse schöne Events gehabt, und damals als, keine Ahnung, Inazuma noch hinzugefügt wurde, boah, war das krass und boah, sowas, ne? Ich kann ja jetzt schon teilweise zurückblicken und sagen, Mann, damit hat man nie gerechnet. Und so weit zurückblicken kann ich halt leider auch nicht, weil ich habe ja jetzt nicht von Anfang an alles, sag ich mal, gespeichert. Gestreamt habe ich da schon. Das ja schon seit der 1.2 oder sogar davor, glaube ich noch. Aber ja, das war ja nicht gespeichert. Also, naja. Please. The Qixing have a duty to deal with matters such as these. We have merely moved things forward to the next step.
On a more personal note, Die richtig I am krassen an Charaktere avid erwarten supporter uns of ja all erst noch things am new and Ende. innovative. Sowas wie Großmeister Waka, As dass man den such, auch it is endlich my mal sieht. privilege to work with you on this exciting project. Thank you so much, Kuching. Im I'd Jahre become quite discouraged 2069, after our ja. recent failures and was expecting the same Damals, als outcome Putin once noch again, so I regierte didn't dare to und get my hopes heute up. regiert ja Putins Hund. Ja. Never in my wildest dreams could I have imagined this going so smoothly. It's like a dream come true. Aber das ist ja das Interessante an dem System, ne? Also, zumindest wurde mir das mal so erklärt, dass die das einfach so machen können, er regiert eine Amtsperiode, dann muss er eigentlich nur jemand Kontrollierbares, der quasi unter seinem Pantoffel steht, irgendwie das Ding gewinnen lassen. Und danach darf der wieder eine Amtsperiode nach dem anderen machen, ne? Also er darf unendlich Perioden machen, solange er zwischendurch immer jemand anders regieren lässt. So, und das reicht. Da ist das System so ausgebaut. Ja, okay. Right. Time for me to call in the performers. To stage a concert at a high-profile event like this is a rare opportunity. We'll make sure it's a night to remember. Yes! Our music band's finally getting fired up! Yes, indeed. Kann man I know halten, was man exactly davon what I'm will, doing ne? from Also. here. For a musician, music will always be the language they are most fluent in. Oh, that. Well, that can wait for another time. Oh. Ganyu? What's wrong? They told me all about Mr. Dvorak's situation, but I was so engrossed in drafting the proposal that I forgot all about it. Oh, that's quite all right. I don't even know what the person I'm trying to find looks like, so it was always going to be a long shot. Don't worry about me, Ganyu. Your time Habe and ich vor einer energy Weile are noch needed gemacht, aber elsewhere. mittlerweile I'm bin ich sure ja you jetzt schon was already länger have raus. plenty to deal with between this concert and everything else going on during the Lantern Rite. Thanks. Wollte ich It aber was mal wieder. just that I had a few initial thoughts when I heard your story. For instance, I wonder if this lady Da your wäre ich schon ganz ancestor gerne met mal wieder auf might dem have been an neuesten Stand. adeptus. Wenn du verstehst. What Mein do you letzter Stand war ja noch, wo sie eigentlich noch im Kampfe gegen Kaido waren und Ruffy ja dann die Frucht quasi endlich erweckt hat und man ja dann rausgefunden hat, dass er eine Zoan-Teufelsfrucht eigentlich besitzt. So. Und ab da war ich raus. Ab da hatte ich nichts mehr dazu gesehen. Das, ja, ist gerade richtig krass. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich will das ja schon noch mitkriegen alles, ne? Hier so die große Schlacht dann und ja, was weiß ich. Love Tale, was nun das One Piece ist. Sowas halt. To tell you the truth, Mr. Dvorak, I am somewhat related to the Adepti myself. I am part human and part Qilin. The Qilin is an illuminated beast. I know how important your quest to get in touch with your roots must be to you, because I've been there myself before, trying to find out where I belonged. Did you say the Adepti? And you're illuminated beast? Part Qilin? Are you telling me all the rumors of the Liyue Adepti are real? So it's not just artistic license? You bet they're real! Trying to track them down is tough, though. Like Julian Karst itself. There's nothing specifically stopping you from going there, but getting in and out of there is quite an ordeal. Yes. Ja, mach ich dann. Anyway, if you're looking to uncover a lost melody or shine light on a forgotten aspect of Liyue's cultural history, I'm probably not the best person to ask. But if it's a person you're looking for, then I just might be able to help. I see. I think I understand the situation now. In that case, Ganyu, shall we divide the work between us? Yes, that was also my thought. Great. So Mr. Dvorak and I will concentrate on things here in the city to make sure the concert goes according to plan. In the meantime, Ganyu will reach out to our network and try to find the person he's looking for. How's your workload at the moment? Will you be able to make time? I can probably get through everything in 2 days, as long as I don't sleep. Wait, what do you mean as long as I don't sleep? Even for someone with illuminated beast blood in their veins, working for such an extended period without a break will take its toll on your health. Somehow that does not sound persuasive coming from Kuching.
Be it but 3 moons from the start, he who returns is not he that departs. Even I know the importance of maintaining a healthy work-life balance. In that case, 3 days. All right, I can work with that. If you have the time, would you join me for this search? You're well known to many of the Adepti and respected among the people. I'll feel much more at ease with your company. Habe ich gerade falsch geguckt oder wurde sie gerade kurz rot? Okay, then let's meet back here in 3 days. Watch this space, Mr. Dvorak. We'll get to the bottom of this. You're all so helpful and kind. Ich glaube, ich habe falsch geguckt. Just think. Imagine if we found the Adeptus lady, or one of her descendants, and got them to come to the performance. Wouldn't that be amazing? It'd be such a happy reunion. And that's exactly what this festival's all about. You're right. Okay, I'm gonna pull out all the stops to make this lantern ride a true extravaganza. We should probably get going. Mr. Dvorak, could you come with me to confirm the site? Ooh, we're coming too! I was wondering, what are your thoughts on music? What does it mean to you? Music sounds nice? Music sounds nice. Truth be told, the question of what music means to people is one that I've been pondering for quite some time. Let's revisit this question after the concert. Also, finde ich... Ja, Taiwan mischt sich generell immer überall ein. Das hat uns sehr oft Probleme gebracht. Ja, sehr schön. Mal wieder ein Unternehmen mit Ganyu. Keqing hat auch mal erkannt, dass sich hier überarbeiten nicht gut ist. Was ist auf einmal los? Diese Charaktere entwickeln sich weiter, verdammt. Es macht sie lebendiger. Blöd. Und vielleicht, und ich habe da so eine Theorie, dass diese Frau, um die es dort ging, vielleicht Shenhe sein könnte. Unwahrscheinlich. Vielleicht wird sie mindestens mal dafür gehalten. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich bin mir sicher, die sehen wir auch noch. Damals war alles besser. Lady Yuhang? Nicht zwangsläufig, aber ja. Iwan, what is it? Per Lady Ningguang's orders, I've been gathering intelligence outside of the city with the goal of uncovering and dispatching any trouble ahead of the festival. I am told that a strange melody was heard somewhere along the coast. I was wary of investigating further on my own, so I was just on my way to report this incident to Lady verlass doch mal das Haus. But I'm worried that if we don't act right away, we may Die miss the frische window of Luft. opportunity to take appropriate action. I understand. In that case, Da gehst du so nach draußen so, dann regnet's. Geil. Jetzt ist mir langweilig, nass und kalt. Dankeschön. Yeah, Kuching, you're busy enough as it is. There's a ton of different things in the city that needs your attention. Leave it to us. Don't worry. Whatever it is, we'll definitely be able to handle it. Also wenn die mir so eine Vision von dem Spiel ausleihen würden, so, ne, dass ich auch so Fähigkeiten nutzen kann, dann wäre es eine andere Möglichkeit. Dann würde ich auch rausgehen. Thank you. This will be a great help. I will inform Lady Ningguang about the situation. Once it's resolved, please come and find me again at Yujing Terrace and let me know. Will do. And say hi to Ningguang for us. you have my thanks too. Stay safe and come back as soon as you're finished. Ach komm, so wie Fokus auf diesen Vogel im Hintergrund gerade gelegt wurde, kannst du mir nicht erzählen, dass der am Ende des Festes nicht lebendig wird. Ganz ehrlich, guck dir das an. Mit diesen mehrfachen Farben, das wird wieder farbenfroh in so einer Nachtszene sein, und dann wird er hier so rumfliegen. Das wird sehr schön aussehen. Also, gib mir doch einfach so eine Vision, keine Ahnung, die Elektrovision, und dann könnt ihr mir nochmal hier die Dingens geben, hier diese Schachfigur, wie heißen die nochmal? Ich hab's gerade wieder vergessen.
Ja, ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall diese verstärkende Kraft von den Göttern. Ja, das ist ja so ein Angriffsteil, so wie ich das verstanden habe. Ja, dann zack, einmal kurz einflößen, bam, bin ich neuer Elektrogott. Blitze, meine Freunde, Blitze! Du wirst auf einmal merken, so in den Nachrichten, ja, in Deutschland sind jetzt ganz viele neue Blitze aufgetaucht. Erstmal mit dem Boss den Lohn neu verhandeln, genau. Schön mit den Blitzen vielleicht. Oder wir machen das einfach so, ihr gebt mir halt einfach die Fähigkeiten von Song und dann ist gut. Dann können wir mal ein bisschen mit den Steinen spielen. Mal kurz hier, zack. Wo kam denn der Meteorit plötzlich her? Ach, keine Ahnung. Kieselstein? Irgendwer muss ihn geworfen haben. She said she'll reach out to the Yunhan Opera Troupe? Huh, I see. Then I'll arrange for a rehearsal venue and accommodation as soon as possible. Everything should be ready tonight. Many thanks, Kuching. You know, I once heard someone from Liyue describe a person as swift as lightning and agile as the wind. At the time, I thought it was a curious expression, and I had a hard time piecing together a mental image of such a person. But now, having seen Kuching in action, I honestly can't think of any other way to describe it. It's such a vivid and expressive phrase, a testament to the richness of Liyue's culture. You're too kind, Mr. Dvorak. Ja, Liyue war schon immer sehr interessant, vor allem für das Laternenfest, sehr schön. Das Windblumenfestival in Mondstadt ist natürlich auch sehr hübsch, als das mal hinzugefügt wurde. Auch sehr schön. Konnte meiner Meinung nach nicht ganz so konkurrieren mit dem hier. Das hier ist halt einfach immer noch ein ganz anderes Highlight. Achso, was mir gerade noch einfällt, was zu dem Event noch dazu kam, ist wieder möge das Glück dir heute sein. Da warte ich dann wieder auf morgen für 2 weitere Wünsche und halt ja, übermorgen und halt den Tag danach, ne, dann kann ich dann nochmal 5 weitere Wünsche. Finde ich super. War am Anfang noch sehr häufig und dann wurde es halt immer weniger. Mittlerweile kann man es, glaube ich, auf einmal im Jahr beschränken, schätze ich. Deswegen, die Festivals sind eigentlich ganz cool. Ich glaube, in Inazuma haben die das jetzt mittlerweile auch eingeführt. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen, ob das dann dieses Jahr auch nochmal passiert. Weil sonst kannst du es ja nicht jährlich nennen, wenn das jetzt nur so ein Einmal-Festival war. Mal schauen. Bei Sumero bin ich dann gespannt, ob sie das auch noch einführen werden. Dass quasi jedes Reich immer sein ganz eigenes Fest hat. Das wäre schon ziemlich cool. Dann hätten die für jedes Jahr einfach immer so mehrere Feste. Da haben die einfach gratis Content sich geschaffen für die Zukunft immer. Die müssen sich zwar so rund um das Festival immer eine kleine Story ausdenken, aber grundsätzlich es macht vielen Spaß. Man kann so ein bisschen was rechtfertigen und man muss sich da nicht irgendwie was Neues im Außenärmel schütteln, so richtig. Ist eigentlich schon eine geniale Strategie dahinter dann, ne? Aber dementsprechend, weil das nächste Gebiet ja auch Fontaine sein wird, auch schon wieder ein kleiner Anspieler auf die ganze Sache, ne? Wir hatten ja schon mal vorher so 2, 3 Leute, glaube ich, aus Fontaine gehabt, irgendwie so ein Wissenschaftler und auf die anderen weiß ich gerade nicht mehr. Deswegen bin ich auch sehr gespannt tatsächlich auf das Gebiet, weil das wird ja dann an Frankreich angelehnt, soweit ich weiß. Mal sehen, wie die Kultur da abläuft, sowieso mit der Göttin der Gerechtigkeit. Sehr interessant wird es werden, sehr interessant. Waren die Mondmännchen, die haben sich gerecht, dass wir eine hässliche Flagge auf ihren Garten gestellt haben. Ja, genau. Kommt da so ein Mondgestein runter. Ja, schön. Ist aber auch schwierig zu sagen, welche von den Fähigkeiten ich hier so bevorzugen würde.
alle ganz nett. Also die meisten zumindest. Nicht hundertprozentig alle. Aber ich glaube, ich habe da ja auch mal so ein Ding gemacht aus Spaß. Ich glaube, bei mir kam irgendwie raus, dass ich ein Dendro 2-Händer wäre. Glaube ich. Weiß ich nicht. So ein Meteoroid mit so einem Zettel von denen dann irgendwie eine Beleidigung draufsteht. Ja, klar. Ganz klassisch auch noch mit Seil drum gebunden, ne? So quasi hier diese Abschiedsnachricht oder diese Drohnachricht, die immer durchs Fenster geschmissen wird. So ein Ding ist das. I was just wondering who in their right mind would come out to a place like this. So, it's you two. Yelan! How'd you sneak up on us like that? You nearly gave Paimon a heart attack! You look pretty alive to me. Can't have spooked you that bad. Fair enough. Ah, you're here for that too? Saves me a bit of explaining. Come with me. I've already reconned the perimeter, so we should be safe. Das muss ich bei irgendeinem Video gesehen haben, diese Szene. Also. Oder hatten wir schon mal eine Quest, die so ähnlich Boah. Also wenn es wirklich sowas wie Vorahnungen gibt, dann ganz ehrlich, dann müsste mein Kopf jetzt richtig rauchen und ich krieg das nicht mit. This place is completely Wo ist das letzte? Hallo? Irgendwo da oben. Natürlich. Die Tür. The doors and windows are all fine. How strange. It looks like it's been looted, except for the fact that there's no sign of a struggle. The bad guys could have sneaked in while the owner was gone, but then how do you explain why the door and windows are intact? Seems you've done a pretty thorough inspection. So, any theories on what might have happened here? Yelan, you didn't hide some of the evidence from us on purpose, did you? Why would I make this more difficult for you? We're on the same side here. Okay, well, Paimon gives up then. Paimon's got nothing. What about you? Give up as well? Derzeit gibt es nicht genug Informationen. Naja, ich hätte Ideen, aber das Problem ist immer, meine Antworten sind halt leider auf die Texte beschränkt, die man mir zur Verfügung stellt. Entweder stellt man mich absichtlich dumm dar, obwohl ich schon eine Idee hätte, oder ich habe wirklich keinen Plan und das Spiel weiß was, weil ich dann vielleicht was nicht gelesen habe oder irgendwas vergessen habe. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder man stellt mich halt dumm dar, weil man mir wirklich die Information nicht gibt und ich daraus dann natürlich nichts machen kann. Aber jetzt würde ich mal sagen, so ganz spontan, oh ja, wenn man sich da so ein bisschen Wissen angeeignet hat, könnte man jetzt einfach sagen, naja, grundsätzlich, klar, theoretisch könnte man einen Schlüssel haben, so, ne, dann wäre es auch intakt. So könnte man halt auch einbrechen irgendwie, ne, dass man das halt irgendwie wieder abschließt. Man könnte sich auch mit einem Tunnel durchgraben. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, vielleicht wurden die auch einfach nur rausgelockt, was weiß ich. Your instincts are pretty good. Or perhaps it's not instinct. The strange melody is one of the few pieces of information you have available, after all. Let me share a folk story with you. A long time ago, there used to be a group of bandits in the Liyue countryside who would sound a horn every time they were about to raid a village. But it wasn't a rallying cry to rouse their fellow men. It was a disconcerting tune, meant to intimidate the weak and warn them of their impending doom. To escape with their lives, the villagers would abandon their homes and flee overnight, taking only their most valuable belongings with them. Everything else was left behind.
The bandits were eventually brought to justice, but the fear and trauma remained in the villagers' hearts. Whenever they heard that melody, they would feel like their lives were in danger once again, and flee immediately. The culprit of this crime exploited that very fear to get access to this house without having to force their way in. That's quite the story. The victims obviously will have gotten quite a fright, but at least they won't be in any great danger. The important thing now is to find this copycat criminal. Tja. On any other day, that'd probably be a good idea. Unfortunately, it's not gonna work today. Take a look around and you'll see what I mean. This criminal is clearly well-versed both in using music to commit crimes and in making a clean getaway. Not only did they stay off the muddy road to avoid leaving footprints, it looks like they were also careful not to bring any gadgets with so much as a trace of elemental energy. Evidently, they were intent on keeping even the most experienced investigators off their trail. Unfortunately for them, I'm one of the best trackers in the business. They're not about to get away with their little scheme on my watch. Ja, da haben sie ziemlich Pech. If we want to find the culprit, we just need to follow Yelan. As long as you can keep up. Since the culprit's trying to be cautious and low risk, I'll bet they left through an area with some vegetation for cover, but not so much that it would slow them down. Here, look at this. These tracks are superficial, but they definitely didn't occur naturally. Something heavy was being dragged this way, meaning we're headed in the right direction. Ich sehe nichts. Wenn du doch so gut im Spurenlesen bist und nur du die Spur gerade sehen kannst, was soll ich denn sehen können? Normally, people carrying a heavy load slow down as their journey goes on and they start to tire. Whatever's motivating them to speed up must be psychological. For instance, reaching the home stretch. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Tja, vielleicht. Das ist eine vage Theorie, ne? Aber vielleicht ist das ja wie so eine Rattenfängernummer, wie gesagt, dass die rausgelockt wurden und ihr eigenes Zeug entführt haben. Not the treasure hoarders again. And so close to Lantern Ride, too. 'Tis not the season for their antics. So, der ruft die mit Melodie, deswegen sind die auch glücklich und werden nicht langsamer unter der Last. Egal wie hoch die Anstrengung ist. Pass auf, am Ende ist das wirklich so eine Rattenfängernummer. Insgeheim arbeite ich eigentlich auch immer für Mihoyo und schreibe teilweise wirklich ein paar der Stories. Aber ich darf dann hier nichts verraten. Und teilweise werde ich mit Gedächtnisverlust wieder aus dem Gebäude geschickt. Löscht man immer meine Erinnerung. The evidence is conclusive. Okay. Deswegen habe ich ab und zu auch so Déjà-vus, als hätte ich das schon mal gesehen. My patience is running low, so why don't you do us both a favor, You kidding me? You think I'm scared of you? Perhaps not, but you should be. Oh ja, prügeln, los! Was? Gotcha. Curses. Seems like you're not all talk after all. But there's no going back now. Better up my ja game. richtig weg. Einfach immer wieder die Klöten das machen. Das Messer kannst du schön ins Holz schmeißen, mein Freund. Hey. You're open. Immer ins Holz schmeißen, mein Freund.
mercy! Have mercy! Oh, it's a little late for that. I've come this far, I might as well finish the job. I surrender! I surrender, please! I'll do whatever you say. Please have mercy. Tell us everything. You have one chance, and I'm warning you. Don't make me ask twice. I won't, I swear. So Lantern-Right's nearly here, and like a lot of people, I wanted to buy a few nice things. I know I'm with the treasure hoarders and everything, but I don't really have any kind of experience with robbing people and whatnot. So I don't have the guts to break into somebody's house. Wow, you're really going to complain to us about that? No, not at all. I'm just telling it how it is. Okay, continue. I racked my brains trying to think of what I could do. And eventually, I remembered something from back when I was a kid. The bandits would blow their horn, and my grandma would grab us kids and run. I remember the tune, so I figured I'd try it for myself. I mean, just to see what would happen. At first, anyway, I seriously didn't expect that family to pack up and leave. But they did. And they just left all their stuff right there for the taking. It was too easy. I couldn't resist. It was completely wrong of me. I know that now. I'll return everything that I took. It's all still in perfect condition, and it'll be like it was never gone. Please, give me a chance, huh? Let me make it right. Give you a chance, huh? Sounds to me like you'd rather strike some kind of a deal than spend Lantern-Right behind bars. Yes. Yes. You know how to bargain, I'll give you that. It's just a pity that you didn't confess at the first opportunity. You'll have to take a walk with me. Once we've returned the goods, we'll find the owner of the house, and you can apologize to them in person. After that, I'll escort you to the Ministry of Civil Affairs. Yes, ma'am. You know, as a former victim of this kind of crime yourself, I doubt anyone understands the fear you inflicted quite as well as you do. Does your greed matter more to you than your fear? More to the point, if you can play a tune from memory, don't you think you should be capable of making an honest living? You mean... That's enough hints for you. You'll have plenty of time to reflect on all of this yourself. There's not much left to wrap up, so I'll take it from here. Guess this is where I'll say goodbye. Wahrscheinlich sehr beeindruckend, aber naja. What is it? Is there something else? I'm still not sure how you first got your hands on this information, so play it safe when you get back. Don't mention to anyone that you ran into me out here. You helped a lot with the investigation and arrest anyway, so it's perfectly fair for you to get all the credit. Just take it. It works better for me, too. See you when I see you. And happy Lantern-Right. Yeon's such a pro at this. With her taking it from here, it's as good as resolved. Whoosh! Random event, a strange melody, complete. Although, it's kind of a shame that we never got that treasure hoarder guy to play the melody again. Ja gut, weißt du es? Also im Endeffekt, du kannst ja solche Scheine halt immer nachreichen, sag ich mal, beziehungsweise je nachdem, wie das halt ist. Ja, aber würde ich auch für unwahrscheinlich halten, 200 Fehlstunden so. Also wenn, dann bist du halt schon komplett krank, sag ich mal, und dann ganz normal Schein einreichen ab einem gewissen Alter und davor musst du ja höchstens dann auch so Zettel dabei haben, warum das jetzt so war, aber wenn das so häufig vorkommt, war schwierig. Also Right? How could anyone not be? When we were chatting with Mr. Dvorak, manchmal werden privatere Dinge tatsächlich dann intern angesprochen, um das anderes mitkriegen. Relax, feel all warm and fuzzy, recall happy memories, or even just think happy thoughts. Paimon never imagined that music could be used to Aber das commit ist krass crimes. natürlich, ja.
Bei uns standen höchstens 4 Tage drauf, nicht Stunden. Deswegen, naja. Oh, really? Huh. Makes sense. Paimon's musical understanding improves again! Well, anyway, now that everything's resolved, let's get back to Liyue Harbor. Paimon's still waiting for us with our random event rewards. Ich habe vergessen, wie lange diese Intros hier immer sind, bevor man zu dem richtigen Event kommt. Ja, es ist immer noch der Auftrag. Ich kann noch nichts anderes machen. Uiuiui. Bin ja mal gespannt, wie die Events jetzt hier wieder aussehen. Also die Minispiele. Falsches Menü. Ja. Ja, schon, aber wie gesagt, er kann sie ja trotzdem nochmal nachgereicht haben. Danach dann quasi so nach dem Unterricht oder irgendwie dann nochmal im Nachhinein. So, ja, haben Sie kurz Zeit, hier, ich würde das gerne nachreichen, beziehungsweise, oder, ne, haben Sie kurz Zeit, jetzt hier dann den Zettel dann zugesteckt oder was weiß ich. Das wäre auch möglich, ne, sage ich mal. Oder es ist halt, wie gesagt, wirklich so ein Arrangement und sie vergisst das dann immer wieder. Ja, schwierig zu behandeln, aber ich will die Situation jetzt auch gar nicht auflösen. Ich habe dazu zu wenig Verbindung oder ich sag mal zu wenig Interesse daran, diesen Fall zu lösen. Ich bin ja jetzt nur auch kein Schuldetektiv, ne? So. Byron, we're back! Everything's all sorted! That's great news. Oh, please wait here a moment if you would be so kind. Lady Ningguang instructed me to advise her upon your return. Ah, Ningguang. My Was greetings geht? to both of you. Long time no see. No need to be so formal with us, Ningguang. We've known each other for a long time now. You must be super busy with all the preparations for Lantern Rite. Don't mind us. On the contrary, I think it is those that I have known longest to whom I should extend the greatest courtesies. Alas, on a different day, I would invite both of you inside for some tea and a brief respite from your travels. But you're quite right. Trivial matters aside, there's no escaping the fact that we have a grand concert to organize. Once the performance itself is over, we'll then need to invite the representatives of the Iridescence Tour for a discussion on future collaboration opportunities. The financing arrangements alone could well entail many rounds of discussion. Simply put, there will always be work to do. Whoa, you're already thinking that far ahead? Well, we can discuss more current affairs if you'd prefer. I trust you saw this year's Mingxiao lantern at the docks when you arrived at the city? Yeah, it looked like a goose. Which Adeptus is it modeled on this time? Sea Gazer. I believe you're familiar with the name. Oh ja. Legend holds that he was free-spirited and easygoing. Ich freue People mich schon drauf, described wenn er him as a lebendig wird. cheerful soul and a loyal friend. On this marvelous lantern rite, we pray that the fallen heroes may be guided home. If the sound of music can flow like the rivers and streams into every corner of the land, perhaps the souls of those who have gone before us will hear the song of a new era. I wondered whether the melodies will be to their liking. Oh, they're gonna love them. Paimon's sure of it. At least, if the guy you mentioned is anything to go by, the Adepti and heroes of the past sound like a positive and free-spirited, cheerful bunch. They're sure to be open to new music. Well, let's hope so. I heard that you'll be going on a search with Ganyu to find the descendants of a fairy lady from a Fontaine legend.
I'm sure this quest to uncover the truth behind an ancient story will turn into a most charming tale. Do share. Immer abgemacht. Immer abgemacht. Oh. Geht's jetzt ins Jadegemach? Das hört sich auf jeden Fall so an. Oh nein! Das ist Yao Yao, das ist Yunyin, das ist Shenhe. Nee, das ist Beidou. Sehe ich jetzt mit der Augenklappe, oder? Und das... Yelan, ja, jetzt sehe ich es auch. Okay. Strahlende Funken. Irgendwie fällt es mir wieder auf, dass alle Charaktere in Genshin sehr talentierte Bauchredner sind. Ja, das ist halt, weil das mit der Animation halt an das Chinesische angepasst wird. Deswegen sprechen die zum Beispiel manchmal weniger, als der Mund sich bewegt. Oder in den meisten Fällen halt sprechen die halt mehr als der Mund sich bewegt, ne? Das ist ein Auftrag. Das ist ein Auftrag, das ist ein Auftrag und das ist auch ein Auftrag. Komme ich eigentlich für irgendwas nach Urgestein oder nicht? Da ist noch ein Urgestein, ja. Ich guck mal. Ich guck mal, dass ich diese Nebenaufträge irgendwie mache. In der Hoffnung, dass ich da irgendwas von einem Event freischalte. Aus Japan? Nee, aus China. Keine Ahnung, wer mir da gerade beitreten wollte, aber cool, dass es auch so schnell wegging. Meine Güte. Nee. Also japanische Sprachausgabe gibt's auch. Hatte ich auch mal eine Weile drin, aber grundsätzlich China. Ah, hier können wir selber ein bisschen springen. Solange ich das Wichtigste überfliege, ist alles cool. Ich hoffe, dass zu so einen Kleinigkeiten auch irgendwann nochmal extra Random-Sprecher genommen werden. Die können sich ja von mir aus auch wiederholen, aber das macht die Sache halt einfach etwas lebendiger und irgendwie schöner. Wenn da wenigstens auch Texte wären. Aha. Da haben wir es. Zu jedem wirklich einen Auftrag. Und dann kannst du da Aufgaben erfüllen und wieder was bekommen. Alles klar. Machen wir das doch. Das sieht nach Kämpfen aus. Kampfkämpfe. Wir Kampfsche und unsere Pokémänner schauen zu. Einfach mein Vater war kurz da, um zu fragen, ob ich mittlerweile im Lotto gewonnen habe. Ja. Hast du? Da könntest ja ein bisschen was abgeben, so. Leichte Spenden, weißt du, so. Dann ist mir der 5-Star sicher. Festlichkeit 0. Ja, da kümmern wir uns noch drum. Wir werden das Fest so sehr rocken, dass die Steine in ganz Liyue nicht mehr stehen bleiben. Stabilize! There is no escape! Born of ice and frost. Ich weiß auch nicht, warum die gerade in Flammen standen. Wow, sehr hübsch. Next on the agenda. Mit ein bisschen Feuerwerk. Schön. Da haben sie sich was einfallen lassen. Solidify! Order guide you! Barbados! Guide us! For Rex Lapis!
Dann können wir nämlich gleich nochmal einen Zug machen. Hui. Und dann... Na komm. Na komm. Mit etwas Glück kriegen wir auch schon wieder bald den nächsten Fall. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie viele Züge der noch entfernt ist. Ist dann aber wieder ein 50-50. Da müssen wir mal gucken. Aber eigentlich würde es mir schon gefallen, wenn ich jetzt schon eine Yao Yao nochmal kriegen würde beim nächsten Forster. Ein Charakter ist auf jeden Fall garantiert, aber wer es wird, ist schwierig. Der letzte war, glaube ich, Yunyan. Also davor jetzt eine Waffe gerade. Also jetzt eine Waffe, davor Yunyan. So. Meine ich zumindest, oder? Ja, war Yunyan. Apropos, wir können ja. Oder? Müssen wir abholen, natürlich. Mein Fehler. Wie konnte ich das nur vergessen? Namenlose Heldin, ja. Damit steigern wir auch ein bisschen die Festlichkeit. Ja. Ach, wir können hier Tag 2 auch gleich schon machen. Alles klar, dann sollte ich ja theoretisch jetzt eigentlich alle 3 Tage schon machen können, oder? Nee, 2 nur. Okay. Ach, das so. Ja, dann wird das wahrscheinlich wieder so ein Ding sein. Hier, das war irgendwie am ersten Tag, das war am zweiten Tag, das jetzt am dritten. Warte mal. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ja, genau. Dann, falls das hier auch wieder in 4 jeweils aufgeteilt ist, dann nochmal Donnerstag theoretisch oder sagen wir mal am Freitag, dann heute nochmal, dann sollten da 3 theoretisch frei sein. Hier dann 2 auch, hier wahrscheinlich auch 2 und hier, ach keine Ahnung, müssen wir eh noch gleich mal freischalten. Aber ich würde, wenn wir schon dabei sind, hier wenigstens die gerade nochmal fertig machen. Dann sind wir zumindest, was das Kämpfen angeht, auf jeden Fall schon mal durch. Also zumindest dieses Kämpfen. Weil es ist unwahrscheinlich, dass bei den anderen 3 Kategorien nicht auch nochmal irgendwas mit Kämpfen zu tun hat. Du hast mich lustig angesehen, lass uns kämpfen. Genau so komme ich mir immer vor, wenn ich die Viecher sehe, die mich kurz irgendwie erblicken und dann so, ah, du hast mich lustig angesehen, lass uns kämpfen. So kommt es mir immer rüber. Jeder Hillichai. Okay. Verdammt. Aber in dem Zuge können wir uns das gerade nochmal angucken, wie weit ich jetzt eigentlich von dem nächsten 5-Star entfernt bin. So, und ich hätte gesagt, da wir sowieso noch nicht die ganze Story vom ganzen Event dann fertig spielen können, mache ich jetzt quasi diese Nebenaufgaben noch alle fertig. Genau, der verwundete Jagdbogen war meine letzte Waffe, die ich hier bekommen hatte. Und wenn ich das fertig habe, da ist die Yunyan, alles klar. Wenn ich das fertig habe, breche ich das erstmal ab. Und dann machen wir da, ja, Dienstag unter anderem auch weiter, denke ich mal. Rosaria, da kam noch eine Flöte, da kam Sayu, Sarah, Rosaria, Rosaria. Ah ja, okay, das war jetzt Zug 55. Das heißt, wir sind echt nicht mehr so weit entfernt. Jetzt mal Ende des Events wird es eigentlich soweit sein. Vor allem, wenn ich dann jetzt bei der Story dann nochmal so ein bisschen weitermache. Oh ja, und ich habe doch noch, lass mich kurz nachgucken. Hier, davon hätte ich auch noch, darum geht es aber gerade nicht. Hier, da kann ich, ja, eine Stufe erhöhen, das reicht glaube ich nicht. Ich bräuchte glaube ich 2 Stufen. Dann müsste ich dann ins neue Gebiet rein.
Das wären dann wieder so Offline-Züge und ich bin mir sicher, da kommt wieder was bei rum. Kann ich nämlich den Baum ein bisschen weitermachen in Somero. Das können wir uns ja auch noch kurz angucken. Wenn ich mich gleich sowieso teleportieren muss, um zu dem nächsten Event teilzukommen, dann können wir das ja kurz mal schnell zwischendrin machen. Also wie gesagt, nach dem hier. Immer höher mit mir, los! Na komm. Zack, zack, ja. Und runter. Hallo. Ah. Order guide you. Shine down. Barbados, guide us. Blaze over. Du kapierst nicht mal, was passiert, ehe alle tot sind. Wenn man den Punkt erreicht hat, ist cool. Reicht aber nicht. Moin moin. Na, wo seid ihr? Hallo? Solidified. Moment. Zack, die Kartoffel wollte ich haben. Illusion shattered. Ist auch sehr gut, da ich davon in letzter Zeit sowieso mal wieder so ein bisschen was verbraucht habe. Kriegen wir auch vielleicht nochmal einen leichten Nachschub, ohne dass ich da wirklich was zu tun muss. Ich meine, es ist ja sowieso auf meinem Weg. Dann nehme ich ja generell schon immer alles mit, aber ich begegne denen halt sowieso nur noch selten. Und da ist der Verbrauch halt leider manchmal höher als das Einsammeln. Stimmt, im Battle Pass gibt es ja jetzt auch wieder die Dinger, die einen dann deutlich höher treiben. Festanekdoten. Oh ja. Das ist dann der zweite Auftrag. Achso, da gibt's nur zwei. Ja, dann ist das ja quasi wirklich noch easy. Dann müssten wir das theoretisch auch noch machen. Ja, ja. Inactivity, sir. Gut, haben wir. Dann machen wir erstmal mit der Festanekdote weiter und gut ist. Catherine? Nee. So, da ich dann sowieso erstmal für warten muss, einmal kurz nach Somero, dann ja, dahin. Dann upgraden wir kurz einmal den Baum. Kommt eh nichts Gutes bei rum, glaube ich. Aber doch, ja, irgendwie schon. Alles, was gratis ist, ne, nimmst du mit. Aber ich meine jetzt so wunschtechnisch sollte da jetzt eigentlich nichts bei rumkommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Hallo, ich bin hier und ich möchte kurz mal den Baum aufwerten. Ja, einmal Harz. Ja, nicht schlecht, aber ja. Ist jetzt nicht das, was ich zwangsläufig gerade brauche. Ja, sag ich ja. Das nächste sind Wünsche. Mir fehlt einer dafür. Das ist ein Witz. Oh, da müsste ich nur irgendeine Truhe in der Wüste finden und dann zack. Aber gut, die 2 Wünsche die sind ja eh nur für das Standardbanner. Von daher alles gut, alles gut. Wir verpassen nix. Ist alles passibel. Das müssen wir dann auch schon mal aufladen. Also dann. Ja, gucken wir, dass wir diese Anekdote noch rumkriegen. Das wird wieder ein bisschen Zeit fressen, das weiß ich. Und ja, dann machen wir die restlichen Aufgaben noch fertig und dann haben wir das auch. 8 bis 10, na dann. Bin ja mal gespannt. Jetzt müssten wir ja so einen Ort zum Proben haben. Übernächsten Stand, glaube ich, ne? Ja. Looks like it's about time for us to meet up with Ganyu. Let's head to Eugene Terrace. Ja, los. Ganyu. Guck mal, Schwestern. Oh Mann. Greetings, traveler in Paimon. What time is it? Are you okay, Ganyu? You were nodding off there. Didn't you sleep well last night? Er hat wahrscheinlich gar nicht geschlafen. I'm fine. Don't worry about me. Let's discuss the matter at hand. Since last time, I've been thinking a lot about the story Paimon told me. In essence, someone rescued a drowning man and performed some music. If that were all there was to it, it could have been many people, human or Adeptus. But the tune was allegedly so wonderful that the drowning man forgot about everything else, even his own impending death, and only came to his senses after being brought to shore. Perhaps there was an adeptal power at work in that music that he, as a mortal, could not perceive. Or perhaps he sensed a power surrounding him but lacked the words to describe it, not knowing where it came from. Either way, if this part of the story is true, then the rescuer has to have been an Adeptus. You really think so? But this story is all the way from Fontaine. Isn't this a bit of a long shot? Also, Paimon's really curious about how people from Fontaine think this fairy lady looked. Vielleicht hat sie noch Hörner. Then she'd look just like Ganyu. Guess that does technically make sense. Actually, Ganyu, if you had to save a drowning person, how would you go about it? Huh? Me? Well, I'd get them to the shore, and then I'd probably hide behind a tree and watch them for a while. Once I was sure that they were going to be okay,
I'd slip away without a sound. Got it. So basically, Ganyu's the type of person who doesn't like taking credit for her good deeds. No, it's not like that. I'm just not very good at explaining things. And I also find it really awkward accepting other people's gratitude. Well, what if this Adeptus in the story had a similar attitude? That would explain why she just left without saying a word. She was probably thinking something like, one was merely passing by and saw fit to address this egregious disruption to one's graceful zithering at once. You may keep your thanks to yourself. That was actually a very good impression of Cloud Retainer, Paimon. As far as I'm aware, Cloud Retainer isn't the most musically gifted. Still, we can't completely rule her out just yet. If we set off now, we could head to Mount Outsung and ask her about it. You'll be able to confirm either way if it's her, and I can, I've been in Liyue Harbor for so long now that I'm just not as familiar with the Adepti anymore. If there's anything we want to know about them, she's the best person to ask. Sounds great! And we're pretty close with Cloud Retainer by now, so we probably don't even need to bring her food this time, right? I've prepared a gift for her to mark the festival, just in case. However, Cloud Retainer spends most of her days studying mechanisms in her abode. She's on her own so much of the time that the moment she has someone to chat with, she just... Never mind. I promised I'd help Mr. Dvorak, and now that I've made the contract, I can't be having second thoughts. Traveler, Paimon, let's set off for Cloud Retainer's abode. Seems like this is a tough decision for Ganyu, but she's made up her mind now. Paimon gets why she'd be so anxious. Okay, how about this? If Cloud Retainer tries to start telling stories about her again this year, we should pipe up and change the topic. Wait, did she leave already? Hey, Ganyu, wait up! Schade eigentlich. Ich fand das ja ganz cool letztes Mal, als sie da so ein paar peinliche Geschichten über sie erzählt hat. Oh, ist doch cool. Würde ich auch nicht wollen, verstehe ich natürlich in dem Sinn, aber oh. So peinlich war das doch gar nicht. So, dann lass uns doch mal rausfinden, ob der Vogel noch da ist. Am besten kommt ja am Ende auch irgendwann so eine richtig große Schlacht und da werden dann auch noch mal einige Leute drauf gehen. Von so ein paar Adepten. Paimon's so tired from trying to keep up. Don't either of you need to take any breaks? Du bist am Fliegen. I can't believe it. Cloud Retainer is not here. Huh? Did we miss her? She doesn't like to travel, so in the past, it's always been the other Adepti who come to visit her during the festivals. Somehow Paimon doubts that anything could cause serious trouble for her. True. Now that I think about it, Cloud Retainer would be quite capable of taking care of anything on her own. There's no need to worry about her. Since she's not here, I guess the next step is to check all the other Adepti abodes, one by one. Uh-oh. Will it involve a lot more traveling? Got it! Paimon has a great idea! Please go on, Paimon. Our goal here is to find
I'm the Adeptus that helped Dvorak's ancestor, right? We can't hear any music right now, but if she's really as nice as the story suggests, she'd definitely come to help anyone who was drowning, right? Yes, I think that's fair to say. Also willst du jemanden ertränken? So, all we have to do is get the Traveler to pretend to fall into the water, and the Adeptus will come to the rescue! Ja, wieso machst du es nicht selbst? You know perfectly well that Paimon can't swim! Paimon would sink like a rock! Irgendwie fühlt sich dieser Vorschlag nicht richtig an. Genau meine Gedanken. Just trust Paimon! The water's pretty deep over there. Quick, swim to the very center! Ich will das nicht. Ich will das nicht. Help! Help! Someone's drowning! If only there was a kind-hearted Adeptus here to save us! Oh no! Whatever will a Paimon do? What is going on? Ciao. Moin. Oh, How do you Shenhe. feel right now? Shenhe! And the Conqueror of Demons. Why don't you say something? Please don't make Paimon explain it. Okay, fine. Paimon will explain. We're looking for an Adeptus who's good at being a lifeguard and playing music. But if the Adepti aren't gonna stay home, then how are we supposed to find them? It wasn't me. Yeah, so this Adeptus is most likely a woman. And I am not an Adeptus, as you both already know, Traveler and Paimon. Das wissen wir. Aber du hättest es trotzdem sein können. So this is Paimon's fault. No way Paimon would have suggested this idea if she'd known how awkward this was gonna be. Mir geht es gut, entschuldigt für die Mühe. Glad you're okay. Gehst du schon? As far as I know, the one you seek is no Yaksha. And one last thing. Your actions here caused others a great deal of worry. Do not repeat them again in the future. Er hat sich wirklich As Sorgen ever, gemacht. the Conqueror of Demons comes and goes, just like the wind. Right. I didn't dare to say a word just now. How's your training going, Shenhe? Have you made any plans for Lantern Rite? We could spend it together in Liyue Harbor if you'd like. I had planned to spend the festival with Master this year. However... Oh, speaking of Cloud Retainer, when did you see her last? Earlier this morning. She set off for Mount Hulao at dawn. I noticed she was using an Adeptus art of some kind to protect a mechanism that looked like a boiler. Maybe it was a gift for Mountain Shaper. I did not inquire. So we just missed her. Please excuse me for a moment. I think I'll leave the gift in her abode. Sure. Thank you. It sounds like Ganyu and Shenhe have gotten a lot closer recently. Das ist doch schön. During the summer and winter, I continue to train with Master. In the other months of the year, I have been learning to adapt to human life in Liyue Harbor. Ganyu arranged accommodations for me in the city, and also recommended several work positions for me. But when I try to blend in by referring to her as Miss Ganyu or Lady Ganyu, like the others, she says I mustn't address her like that. Sometimes I'm supposed to copy other people. Sometimes I'm not. It's a little difficult to keep track of everything. Ganyu möchte nur nicht, dass du ihr gegenüber zu höflich bist, ja. Oh, is that what it is? Noted.
So, you came looking for Master today because you wanted to ask her about the Mystery Adeptus. Is that right? Yep. Oh, speaking of that, have you ever heard any music while out training in the mountains? Music? What is that? It's, a kind of a happy or relaxing sound. Or, a nerve-wracking sound. Or even a terrifying one. Okay, I'm done. I also left her a note so that she knows where to find us. We won't miss her again. Yay! That's really helpful. Thanks! Sehr gut. We Gut were just mitgedacht. talking about this thing called music. And based on Paimon's description, I do believe I hear it every day. Please follow me. Oh, really? Great, let's go! Es wäre auch interessant, uns mal einen neuen Adepten damit vorzustellen. Aber dann frage ich mich auch, wie viele Adepten Liyue eigentlich noch haben will. Ich glaube, Liyue hat bisher die meisten Adepten. Inazuma hat nur einen. Glaube ich? Ja, einen, ne? Ja. Mondstadt hat 2. Ja. Liyue hat 2, 4, 5. 5 auf jeden Fall. Ja. 5,5, 6. Weiß ich nicht. Vergesse ich da jetzt irgendwen? Keine Ahnung. 6,5 auf jeden Fall. So warten wir ja gerade schon. This is the place. I enjoy training here to the sound of music. Somero hat keine, I guess. Ja, du bist taub, Paimon. Oh, whew. Paimon hasn't gone deaf after all. Paimon heard you when you just spoke. Dann hör auf zu schreien. Ich bin direkt neben dir. Where is this music? The faint sound of birdsong, the quiet murmur of the streams. These are relaxing sounds. Are they not the music of which you speak? Oh, Paimon wasn't quite done with the description. Okay, fine, it's all Paimon's fault. What we're looking for are not the sounds of nature, but melodies played on special instruments. Oh, and a melody is? Paimon, sing uns ein Kinderlied. Ganyo, sing uns ein Volkslied über Glaslilien. Das würde ich nicht wollen, das würde ich wollen, aber das würde sie sich wahrscheinlich nicht zutrauen. Huh? Na komm. Hey, why don't you just sing that one melody Shen has heard before? It'll probably help her to understand what we're talking about. Hoffentlich wird es keine Vaniloke anlocken. Ja, schon wieder. Applaus, yeah! Was that from the Schmeiß opera die that Blumen. Yunjin sang? That was a melody, and melodies can be called music. It felt like I was transported back to the past. In my mind's eye, I could see the Zhao lanterns lighting up the night sky again. We're all there, raising our glasses and drinking to our heart's content on the Jade Chamber. As I watched Yunjin's performance, I felt a warm sensation in my heart. And as the drink reached my stomach, it went from warm to hot. When you hummed that melody just now, feelings from a whole year ago came right back to me, as strong as they were on that day. So that's the power of music.
Wow, Shenhe. That was so deep! Music definitely has the power to bring up memories. It's like a time capsule with all the special moments from our lives squished inside. What about you, Ganyu? Are there any melodies that have left a deep impression on you? I don't remember if my parents ever sang any lullabies to me. Das ist auch schon ein paar tausend I know Jährchen her, some ne? local folk songs. And a few other things come to mind, too. The songs of the sailors down at the docks. The little ditties that the vendors call out in front of their beloved shops. The tunes of folk artists performing on the streets. Yes, that's right. In the past, whenever I heard the sound of those tunes, I always felt that they were worlds apart from me. Nenny and Liyue probably view me as a non-human. And they are right, in the sense that I never could connect with humans' artistic expression and their sentiments. So I haven't been able to integrate into their community and be a part of their lives. At least, that's the view I held in the past. Only more recently did I start to realize that the only barriers are ones that I have erected with my imagination. The way those melodies make me feel isn't all that different from other people after all. They're about mundane details of everyday existence. Life's ups and downs, joys and sorrows. Even though we come from different backgrounds and have different stories to tell, when it comes down to the most common things that we see and experience around us each day in the city, in that sense, we're all the same. You go, Ganyu! You're really making progress. You have loads of friends in Liyue Harbor when you think about it. Like, okay, maybe some are more like coworkers and bosses. But at the very least, Keqing and Shenhe are your friends now, right? Yes, I am. Technically speaking, we should refer to each other by the conventional forms of address used among fellow disciples. But now that I know what constitutes a friendship, I do believe we are more friends than co-disciples. Thank you, everyone. Once the days are warmer, I would like to host you at my home in the city. Please invite Keqing as well. I've planted many types of flowers. I'm sure some of them will be to your taste. You are too kind. I couldn't possibly. Nonsense. You are my friend. I have cultivated and cared for the flowers just as you taught me. Once you've seen them for yourself, I am sure you can advise me how to do an even better job next time. I will save some for decoration. We can feast on the rest. Then, thank you in advance. Wait, what is that saying again? If you insist? Do people say that? I'm not completely sure either. It doesn't matter, okay? You got the point across. No need to split hairs. Paimon's more concerned about your idea of a girls' night out. Eating flowers? Really? Does this have Keqing ist doch keine anything to do Blumen, with you oder? both being the disciples of that illuminated bird? Who dares refer to one not by one's Adeptus title, but merely as that illuminated bird? Oh, Paimon, du bist am Master. Arsch. Our greetings, Cloud Retainer. Ah! There it is! The illuminated bird has landed! Double humph. Now she has the gall to use it rather than she, even after being chastised once already. Barely a moment has passed since we last met, and yet your impertinence has reached new heights. Very well. If you refuse to learn your lesson, one shall scold you no further. One has received your message from Ganyu. On the matter of the Adeptus you seek, one suspects to know their identity. Well, shall one lead the way? Ja, danke sehr fürs Stehen des Wolken und des Stehenwindes. I still have to complete my training for today, so I will bid farewell to everyone here.
Aber es Very war schön, well. dich mal wieder zu sehen. Await my arrival at one's abode later this night. On this special occasion, you should indulge yourself with some savory dishes. Frohes Laternenritual. If you want to release a Shao Lantern, come and find us anytime. Thank you, everyone. Happy Lantern Rite to you too. Na toll. Jetzt haben wir einen Ohrwurm verpasst. Das ist ein neues Wort, welches sie lernen könnte. Ja. Boah, reicht gerade noch so. Warte mal, wo müssen wir überhaupt hin? Ja, siehst du, es geht auch viel schneller. Da unten am Strand, warte mal. Erinnerung. Ich weiß nicht. Also ich meine, da war dieses komische Buschelhaus, ja, aber mehr weiß ich auch nicht. Was könnte da noch sein? Ist ja noch nicht mal der richtige Strand mit dem Muschelhaus gerade. Das war ja noch ein bisschen weiter oben, glaube ich. Is this Quaily Plains? Cloud Retainer, why did you bring us here? Ganyu is of course familiar with the name Guizhong, but have you ever heard of her? Ich habe davon gehört. Guizhong is another name of Agentis, the god of dust. She was extroverted in nature and adored social gatherings and inventions alike. War sie nicht die Göttin des Salzes? Long ago, this region was yet a prosperous assembly. Guizhong often invited her friends to visit her home, reserving for us seats around the largest stone table. Sea Gazer would always bring out his latest treasure and place it upon the table. He could be quite the braggart. Though usually a mild-mannered fellow, when it came to those collectibles he was so fond of, he always loved to show them off. Paimon remembers that name. So that's what Sea Gazer was like. He was an old friend and a former rival. One has many memories of him. Once he had brought out the treasure, it would predictably become the center of attention. Neither Guizhong nor one was content to let him just steal the spotlight. So we would then also present our proudest mechanical creations. As Adepti, we were each gifted in our own ways, and naturally proud of our accomplishments in our respective fields of expertise. As a result, one often quarreled with Sea Gazer. His treasures were not even of his own making. He just used his exploration skills to dig them out of the ground. How, pray tell, could he compare to me, when every single one of one's accomplishments were crafted by one's own hand? Cloud Retainer, you are getting competitive again. One digresses. Regardless, every time an argument occurred, Guizhong would come over to watch us during our mutual lambastics. On some occasions, she would join in, and on others,
she'd take one of us by the limb and start uttering the most ridiculous nonsense. What kind of nonsense? No kind of nonsense were we spared. Sometimes she would brazenly opine, why argue between yourselves when neither of you could ever hope to beat me? Other times, she would make unsolicited suggestions, such as, once you two are done arguing, let's go to the foot of the mountain and grill some meat. She always sought to make everyone happy, and one must say, she had quite the gift for it. No matter what nonsense she said, one never felt bothered or offended. It also helped that she never referred to one as that illuminated bird or lady bird. Come on, get over yourself! Anyway, just as our impassioned arguments would reach the apex of acrimony, Marchosius would bring his delectable dishes to the table. Who would dare snub the stove god and his wondrous creations? At the sight of him, we would all immediately drop the argument and prepare the table for a night of feasting and drinking. Back then, one was always bothered by how the cups Rex Lapis brought were always too square for one's taste. Can you see yourselves ever enjoying a drink from a square cup? Das sollte nicht so bequem zu bedienen sein. Ja, obwohl quadratisch, also mich stört das nicht so. Then you are most tolerant, but that is its own virtue. Even one could never find fault with Marchosius's cooking. As we ate, Guizhong would continue to find topics for conversation, filling the table with humor and laughter. Each of those old fossils had their character flaws and points of obstinacy. So why was it that whenever we dined together, we always had a marvelous time? We would drink together from a spot high in the mountains, until the moon set and the sun rose, and only then would the banquet finally come to an end. Streetwood Rambler would often remain to admire the flowers with Guizhong before returning to her own abode. The glaze lilies were far more abundant back then. Entire fields of them would appear to the eye as a veritable sea of flowers. Streetward Rambler? That would be Ping. You probably know her as Madam Ping. Oh, okay. Wait, this is a lovely story and everything, but didn't we come here to find that Adeptus from Mr. Dvorak's story? Ping ist eine Adeptin, die habe ich vergessen, Are Entschuldigung. you saying that it was Guizhong? Didn't she, already, Alas, long has one avoided this place for precisely that reason. The sights here are a reminder of a time long gone, and evoke much sorrow. One should have guessed that you would disrupt one's poignant moment of mourning with your incessant questioning. No matter, one will share the whole story with you now. In times gone by, one quarreled oft with Guizhong concerning mechanical principles. We each had our ideals, and neither would yield. Under the pretext of a social gathering, one invited the impartial Rex Lapis to judge the quality of our creations. But Rex Lapis declared that Guizhong's Obscuro Vulpus mechanism was superior. Though one was too proud to acknowledge it, in one's heart, one knew that Guizhong was indeed the superior talent in the mechanical arts. As for the story between Guizhong and Streetward Rambler, that begins with a certain bell. In Guizhong's opinion, while mechanisms were no substitute for human composers, they were yet capable of producing simple but fine melodies.
But Streetward Rambler believed music to be an expression of the soul, an emotional enterprise that could never hope to be replicated by machinery. They argued endlessly, until one asked Rex Lapis to intercede. He confiscated the bell and designated it for ceremonial use. Thereafter, one would often find them convening in the mountains, discussing music, mechanics, and all the affairs of the mortal world. But these good times were not to last. War broke out between the gods, and soon engulfed the Guili Plains. Guizhong was overpowered by the enemy, and fell in battle. When Streetwood Rambler and I arrived at the scene at long last, all that remained among the ruins was her lifeless body. After this, at Streetward Rambler's request, Rex Lapis granted her the cleansing bell for safekeeping. To honor our friend's memory, one made a few finishing touches to her ballistic device. Many lantern rites have passed since then. Many greetings and goodbyes. Upon what do you gaze? The Guili Plains? No. It's everything. We think of human life as like a lantern that's lit one minute and extinguished the next. But are we Adepti so different? Perhaps as dust settles after a storm, we too must one day return to the world below. Okay, keine Ahnung, warum an der Stelle gerade wieder kein Sprachtext, also kein Audio kommt, aber ja. Also es ist jetzt doch Madame Ping und das ist schade, dass die andere dort gestorben ist und oh Mann. What? You have loads of friends, and you seem pretty chatty. Just because one is not ignorant of social graces does not mean one is fond of them. One is perfectly capable of partaking in conversation despite being introverted. But in the end, one is nothing like Streetward Rambler. She is dauntless but thoughtful, not to mention eloquent and wise. Moreover, her friendship with Guizhong was far greater than one's own. Back when they were rivals, they would often compete against one another in the realm of musical composition. That cleansing bell was one of Guizhong's proudest works, having the ability to both compose and perform. Dann ahne ich ja, was das nächste Instrument wird. Didn't Madame Ping say she pestered an old friend for that bell? And she also said something about being a vain beauty when she was young or something. Streetward Rambler, a vain beauty. My foot. That bell has a sad history. Clearly, she refrained from sharing with you the truth of its origins, since the right time had not yet come. As for her old friend, who else could it be? As soon as Streetward Rambler heard that a certain Zhang Li wished to borrow the bell, she realized that the man was none other than Rex Lapis, and that he had made an enormous decision. After all, we all have known each other for several millennia. Some things between us are implicitly understood. Whoa! So they were talking in secret code? Oh, Paimon did not see that one coming. Enough of your intrusions. Where was one up to? Ah, yes. One remembers now. The cleansing bell is powered by a mechanical art, and can be used to great effect as an accompanying instrument. After the passing of its creator, it was used on numerous occasions during rites of parting. Wow. But Streetward Rambler did not acquire it from Rex Lapis for the purpose of producing further funerary tunes.
No. Each time she rang it, it was to play the tune that Gui Zhang composed on it. The two once clashed over their beliefs about the meaning of music. Who would have thought that with Gui Zhang's passing and Streetward Rambler's mourning, two tunes composed in discord would eventually become one harmonious composition? Once upon a time, Streetwood Rambler also loved gatherings, liquor, and music. But after Gui Zhang passed, she preferred her own company. She could often be found sitting alone at a mountain summit, contemplating and reminiscing with her zither. The music would go from mournful to soothing to impassioned. Many years passed before she finally composed a melody to her satisfaction. In celebration, she played the tune to the clouds. Regrettably, one has only ever heard her play that tune once. Which brings one back to the matter you've been investigating. Perhaps it was during that performance that the ancestor of your Fontaine friend fell into the water and was saved by Streetwood Rambler. But if she was so happy with the melody, why would she only play it once? One was also greatly perplexed by this. After suppressing one's curiosity for a long while, one finally approached her and asked why she would retire the tune after having spent so long on it. In response, she said, "Though the strings that played that melody survive, the one who inspired it is gone. Tell me, Cloud Retainer, when the one attuned to my soul is no longer here, who else could hope to understand this tune?" Aw, poor Madam Ping. I just remember being taken care of by you when I was young. Once the Archon War came to an end, I stayed behind in Liyue Harbor to honor my contract. Although I met Gui Zhang a few times, I never knew anything of this particular story. Gui Zhang was quite the visionary, but tragically passed before her time. Her manuscripts still lie unfinished in the realm of clouds. Blank pages give one cause for contemplation on what might have been. Had you not decided to search for that mystery Adeptus, perhaps these stories, too, would have been lost to the sands of time. As of now, you know the truth. That the Adeptus who rescued the drowning man was none other than Streetwood Rambler. Do you intend to discuss this with her? Do you mean Ping might find the topic too distressing? Precisely. The passing of our old friend is a heavy topic that both of us are usually careful to avoid. If I may be so bold, Cloud Retainer, could it be that this is just your own personal opinion? Oh? How so? I've been in Liyue Harbor for quite a long time now, and I've witnessed many farewells along the way, so I too am well acquainted with the pain of the passing of a loved one. But this doesn't bring the city or its people to a standstill. They have to keep moving forward. Someone as perceptive and wise as Ping will surely have come to understand and embrace this. Though these immortal mountains have lost an Adeptus, the harbor of mortals has gained a wise elder. No loss can ever be undone, but there is always much that can still be gained. Ping has helped countless people, and will guide many others in the years to come. And all to whom she extends a helping hand become her friends. People she can admire flowers and discuss music with. Though it is heartbreaking to lose a kindred spirit, life goes on, because there are new friends waiting for you further down the road. Ganyu hat recht.
We even asked Madame Ping what she thought about adding a music festival to this year's lantern rite. When we get back, why don't we just ask her if she'd like to perform? Maybe we can even get her up on stage. You youngsters and your imaginations. Why don't you come with us? It's been a long time since you last spoke with Ping, and Liyue Harbor is always decorated so beautifully during the festival period. Is not every lantern rite the same in this regard? Were there ever anything new to discuss? One in Ping could mean any day of the year. I disagree. Each new day and each new year is different from those that have come before. How long will you simply let them pass you by? Wie wäre es, Ganyos Vorschlag anzunehmen? The edibles she brought this time were indeed quite delectable. Very well. Then one will be off. If the other old fossils have sneaked away into the city to amuse themselves, one shall soon find out. All right. We should be getting back to the harbor as well. We don't want to keep her waiting. Once the Guili Assembly, now the Guili Plains. Say, if we planted flowers there and cared for them carefully enough, do you think that one day we'd be able to recreate the Sea of Glaze Lilies? Allow one to take back one's praise from a moment prior. You are still far too given to flights of fancy, child. What? Cloud Retainer? You were still listening? One observed that you were making no effort to leave, and returned to chasten and hasten you. This time, one is departing in earnest. Oh je. Ein Glaslilienmeer. Sehe bestimmt interessant aus. Aber das bleibt abzuwarten. Oh, Madame Ping. Madame. Da sind sie ja. Moin. Whoa! Madame Ping? And Cloud Retainer? It appears you made haste after all. One arrived but moments before you. Oh, bless my soul. To what do I owe the honor? How nice of you all to come and visit me. Miss Illuminated Bird, haven't you said anything yet? Said what, precisely? And why should one be tasked with saying it? Oh Mann. 'Cause you're the one who's known Madame Ping the longest. Du hast Angst. Street word. Or rather, presumably, you would prefer to be addressed as Ping? Oh, Cloud Retainer, you are uncommonly polite today. One, Given that Lantern Rite is almost upon us, the weather in the city is most pleasant, and a sweet floral fragrance lingers in the air. Ganyu, please continue from here. Oh Mann. Huh?
all right? So, this all started because we were trying to help Mr. Dvorak find the Adeptus who saved his ancestor's life. Cloud Retainer informed us that the one who played that melody and rescued the drowning man was none other than yourself. Ah, let me think. Yes, I do believe I recall that encounter. What a long time ago that was. I'm surprised that you still remember it. Even more astonishing, perhaps, is the fact that this story has survived this long at all, when mortal lives are so very brief. It appears that she has proven herself right once again. Who's she? We like to call her Guizhong. From the look in Cloud Retainer's eyes, I sense that she has already told you all about her. Albeit reluctantly, one might add. Oh, there is no harm done. After all, Lantern Right's very purpose is to commemorate the heroes who gave their lives for Liyue. Although Guizhong did not live to see the splendid sights of today, she was as much a hero as any other. So how has she proven herself right again exactly? Once upon a time, she said to me that humans were a weak form of life that she wished to protect with her wisdom. But as she interacted more and more with them, her opinions on them began to change. She marveled at the beautiful complexity of their spirits, the sheer splendor of all they could accomplish through their hard work and intelligence. She told us that to underestimate human potential would be to make a grave mistake. With the smallest amount of guidance, enormous power can be unleashed in them. And a human who has reached their full potential may well be her equal. Someone who could have as much to teach an Adeptus as to learn from them. She always had a way with words. That her mechanical accomplishments were judged superior to one's own was, one suspects, in large part due to her sheer eloquence. Speaking of mechanics, Cloud Retainer, do you still remember that potted plant mechanism? The one that the two of you gave me as a gift? Of course. Guizhong and one both put an immense amount of effort into that gift. It would be no overstatement to call it a testament to each of our individual technical genius. As Guizhong once said, it takes every blade of grass and every flower to make a homeland. When I see the sight of Liyue Harbor before us today, I am reminded of this. Madame Ping looks very emotional right now. Schließlich haben sie so viel zusammen durchgemacht. Of all of us, it was Guizhong who was the fondest of these grand and exciting occasions. If she were still with us, I'm quite sure she would still be trying to best Cloud Retainer's finest works at every opportunity. Liyue Harbor is always filled with the sound of music at this time of the year. If she were here, one is certain that she would seek you out to discuss and debate the virtues of various melodies. Oh yeah, music! We've been dying to ask. What was the melody that you played back then? Oh, also, with you being such a music expert and all, why don't you join the concert as a performer? I can make arrangements right away. Oh, as much as I don't wish to dampen your enthusiasm, it's been a long time since I played this zither. My fingers don't have the dexterity they once did. And whenever I play that tune,
It always reminds me of her. I start wondering what she would think of the changes I have made to her melody. There was a period of time whenever I started strumming, it almost felt like she was back again. Sitting right there on the stone stool next to me, chatting away. Skybracer and Seagazer too, looking just like they did in the old days. No matter how much time goes by, the moment that melody starts playing, it transports me right back to that time in my memory. Oh, ein So the Vögelchen. past still weighs heavily on your heart? Well, I would be lying to myself if I claimed to have completely moved on. But that is not to say that grief doesn't get easier with time. Despite the sadness, I have found many things that bring me joy in life. It is simply the nature of the world in which we live that, even if one wished to mourn for an eternity, it would be a nigh impossible feat. Just look at this potted plant. Isn't it stunning? It takes an honest and open mind to confront and conquer grief. You have indeed made progress. Be that as it may, I shall leave the Lantern-Rite stage to the youth of today. Well, if you're sure. Granny! Janfei! Ich hab Whoa, schon mit dir gerechnet. what's everyone doing here? Did something bad happen? Ah, and now we've spooked Yanfei. No. Everyone's just here to give me their regards for the holiday. Oh, that's wonderful, I'm glad. Well, in that case, happy Lantern-Rite, everyone. Happy Lantern-Rite. Oh, I just remembered that I have some, work to do at Yuehai Pavilion that I need to discuss with Yanfei. I haven't been able to find a chance until now. I will leave Mr. Dvorak in your capable hands. Cloud Retainer, Ping, we will be off for now. Huh? Does it have to be right now? Which case is this again? Hey, Ganyu! It seems Ganyu still has much to learn when it comes to the art of deception. What a pity. She has learned nothing of one's ability to carry a conversation. Naja. Since Mein it's been Blick so und der long, von Paimon haben auch Cloud alles Retainer, why don't you gesagt. stay? Ja, I'll make a cup of sicherlich. tea and we can chat a while. Nix kannst du. Gladly. This Illuminated was one's bird. intention as well. When you next see the Fontaine musician, please give him my regards. I'd like to wish him the very best with the concert. You got it, Madam Ping. Thank you all. I think you've listened to enough of my nattering for one day. As for that melody, I will play it for you all another time. Goodness knows I need to practice it first. Wow, that'd be great. We'll look forward to it. When that time comes, wherever her spirit may be among the countless grains of sand and specks of dust between the harbor and the mountains, perhaps she will look at the Liyue of today and steal a smile when she sees the prosperous land that it has become. Ja, vielleicht. Das wäre doch schön, nicht wahr? Alright, let's go tell Mr. Dvorak the news. Jetzt sollte die Quest aber auch bald zu Ende sein. Meine Güte. Das ist schon wieder so viel Story allein in so einem Event. Ich finde das schön. Aber ab und zu schlaucht das auch ganz schön. Mr. Dvorak! Ah, and Kuching's here too. Thanks for helping set all of this up. Welcome back. Did everything go well? Really, really well. We found the person Mr. Dvorak was looking for. Are you serious?
I see. So the melody my ancestor heard was an adeptus remembering her late friend? That certainly explains why it was such a powerful and poignant tune. Huh. That's a really interesting first reaction. Guess that comes with having a musical mind. I have to say, though, it's hard to believe that the fairy from the tale is now an elderly granny. Oh, Paimon knows exactly what you mean. Normally, Adepti don't age at all. But Streetward Rambler, or Madame Ping as we know her, probably only became old because it's what she wanted for herself. Madame Ping possesses vast knowledge and great wisdom. Whatever physical form she may decide to take, her mind and wits are as sharp as they come. Yep, Kuching summed it up perfectly. That's exactly what Paimon was trying to say. I think... yes. I must thank her in person. That can wait until after the concert, though. For now, I need to devote all my emotional energy to the performance. Besser ist es. Speaking of, Madame Ping wishes you all the best at the music festival. Paimon has a sneaking suspicion that she'll stay in her usual spot, but listen to the performances from afar. Wait, are you serious? Huh. Oh no, now I'm starting to get nervous. Entspann dich. Okay, alright. Nope, another rehearsal is in order. Please excuse me, everyone. Mr. Dvorak? He's already gone. Paimon wasn't even finished telling him everything. Before we set off on our search with Ganyu, he asked us about what music means to people. After our recent adventure, Paimon thinks we have a lot more to say about that now. Please, share your insights with me. Well, we found out that music can be used for good, but also for bad. It can make people happy and moved, but it can also be sad and bittersweet. And music is like a kind of memory written in people's hearts. It can put you in touch with feelings from a totally different time and place. Was für eine grobe Zusammenfassung. It sounds like you had an eventful trip. Don't worry, I'm sure Ganyu will fill me in on all the details shortly. Wait, does that mean you're gonna carry on working? Mm-hmm. Just a few things to wrap up. All the groundwork is done. As long as everyone enjoys the festival activities, all our efforts are worthwhile. Frohes Laternenritual. Happy Lantern Rite to you as well. That should be everything taken care of, right? Oh, no, wait. Paimon feels like she's forgetting something. What was it? Oh, it feels like it was a while ago. Shoot! Latent... Wait, no. Anyway, Aufkeimende Xiangli Bambussprossen. said he wasn't in a hurry, so if we went now, there's probably still time, right? Sollte. Anyway, even if we don't make it, it's not our fault. He could have totally picked him by himself. Ugh. Anyway, let's go check with him at Wangsheng Funeral Parlor. Hey, da müssten wir auf Wu Tao treffen. Ja. Und Yundin ist auch hier. Na, das wird ja eine Performance. Oh. All right, let's take a break here. Oh wow, look who it is! Are you here to hang out with everyone's favorite funeral director? So you're just casually practicing your rapping skills at the entrance to your funeral parlor? In broad daylight? Etwas Okay. überraschend. After everything we've been through, you don't see me for a hot minute, and you're back to being scared of your own shadow.
We have all this open space, a clear view of the mountains behind and the sea in front. Not to mention we have several invisible audience members enthusiastically cheering us on. It's the perfect spot to rehearse. Invisible audience members? Gotta say, it took me a few days to get used to Director Who's way of talking. Xinyan was pretty spooked too when she first got here. Just like when she sees a frog, but a giant frog with sharp teeth. Come on, knock it off. What's wrong? I've never seen someone look so confused before. Well, don't worry, because Director Who's here to explain it all. There once was a Fontaine musician who went around town on a mission. He came door to door for his iridescence tour, looking for acts to audition. With my words, Xinyan's chorus, and Yunjin as our mentor, we'll take the stage by storm with flames roaring and the whole audience calling for more. Oh Gott. Irgendwie freue ich mich drauf, das zu sehen, aber gleichzeitig habe ich auch Angst um die ganze Menschheit. Oh, mal eben schnell alles in Brand setzen. Das glaube ich, Mutter. Hurra. The whole dance floor will be yelling encore, encore! Oh, now Paimon's rhyming along. But when you say flames roaring, are you sure this will be safe? No, don't you worry about that. I'm pretty experienced on the stage, and I've already informed the Yuhong of all the pyrotechnics we're planning on using. Huh. Guess we'll just have to trust Xinyan on this one. Hast du Zhongli gesehen? Oh, Zhongli. He took one of those fancy meal boxes and set off for the mountains. Said he wanted to pay a visit to some old friends. It's a real pity that he couldn't be around for this. As well as being a true connoisseur of traditional art forms, he's able to appreciate Xinyan's performances too. Yeah, that's right. Matter of fact, he was the one who first invited me to perform here. Zhongli weiß mal To wieder tell the alles. truth, though, I never thought I'd really find myself rehearsing here one day. Well, now you know. The Wangsheng Funeral Parlor is a great location. All of you are always welcome to come and hang out here, especially if you're in the mood to try something new. I can speak to that. Hu Tao is always full of fun surprises. And jump scares. Actually, Xinyan, I have some lyric ideas for your part. Do you want to go through them together? Oh, sure thing. I'm all ears. Oh, Traveler in Paimon, I believe Zhongli was heading to Mount Hulao, so make sure you're hiking up the right hill. When you see Zhongli, please pass on this message to him. It's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No excuses. You should join us too. It'll be a riot. If there's one thing I've learned from being a funeral director, it's how to throw a party. Aber ich bin doch schon hier. Nein. Okay, everyone. I think that's a long enough break. Let's take it from the top, shall we? Ms. Eunice, such a strict mentor. These breaks aren't even long enough to have a sip of tea. Well, you were desperate to get involved, and this is what it takes. If I gave you half the chance, you'd be sipping tea till nightfall. Hey, how about I treat us all to some late-night snacks once we're done? Hu Tao, what you craving? How about some stir-fried filet with a side of crab roe tofu? Where are we gonna find crab roe tofu so late at night? We could always just go pester masterful Chef Zhongling. Now I'm hungry. All right, let's knock this out and then go grab some food. Oh, Kätzchen. Hallo? Kann man dich fangen? In der Tat. Saphir.
das meine ich. Da habe ich auch neulich mal wieder ein paar Vorräte gerade von denen hier rausgeschmissen. Oh je. Naja. Gather. Access denied. Sehr schön. Okay, dann gehen wir mal zum Holauberg, dann treffen wir den anderen Vogel auch nochmal und unseren geliebten Zhongli. Moment, da ist noch eine Aufgabe. Weltauftrag, schön. Muss ich mir auf jeden Fall merken. Das ist ja auch immer so ein Problem, wenn neue Weltenaufträge gemacht werden, aber du die halt nur in der Nähe siehst, aber keinen Plan hast, dass da jetzt ein neuer ist. Also könnte theoretisch jetzt 3 neue in Mondstadt existieren und keiner wüsste davon. Weil wenn man sich da nicht rumtreibt oder nicht zufällig den Winkel hat, dass die dort auftauchen, ja. Keine Ahnung, dass es die gibt. Immer so ein Problem, ne? Der Hulauberg. Lange nicht mehr hier gewesen. Wirklich lange. Ein bisschen Chorlapis. Ach, unser Hirschmeister ist auch hier. Paimon sees them! It's illuminated deer! And illuminated bird number 2! Oh Gott. A familiar face. Have you come from Liyue Harbor? How is the city nowadays? Everything's great! But you know, if you're so curious, you can always go and check it out for yourself. In fact, Mooncarver has been taking many walks on Mount Tianheng in recent times. I believe the sights of the city are quite familiar to him. Zhongli! Here you are! We've brought the bamboo shoots you wanted. Impeccable timing. Traditionally, bamboo shoot soup ought to be slow-cooked for many hours on low heat. Using Adeptus arts to hasten the process is something of a shortcut. Wait, that mechanism... is that... Indeed. Cloud Retainer kindly lent me her supreme cuisine machine. Ausgeliehen. Can we not just call it a cooking machine? Actually, never mind. She seems to take a lot of pride in her mechanical gizmos, so it's probably best if Paimon doesn't go changing the name willy-nilly. I trust that you found the answers you were seeking during your recent journey. Du weißt mal wieder alles. Excellent. The past should be remembered, but not overly dwelt upon. Our journey should be seen as a means to take on more from the world around us. When the bamboo shoot soup is ready, I must insist that you try some for yourself. Ich verstehe. Oh, Zhongli! Huta told us to tell you something. She said, it's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No excuses. When she says performance, she must mean the Lantern Music Festival. As for the banquet, she didn't tell us anything more about that, but she invited us to come as well. As you can see, I have a prior engagement with 2 Adepti friends of mine tonight. Please, give Director Hu my best wishes for the performance. As for the banquet, since the Director insists, far be it from a mere consultant like myself to refuse. Yay! Then we'll see you there? Absolutely. Rex Lapis, the bamboo shoot soup is ready. Thank you. I will examine it right away. The appearance is exquisite, and the aroma rich and intense. The craftsmanship of this machine is commendable indeed. Since you came all this way, you should not leave empty-handed. Please, take some soup. It tastes most exquisite while still warm.
Kann man sich doch bestimmt nochmal... Nein, hinsetzen geht nicht. Okay. Had one known that Cloud Retainer was in possession of such eminently useful devices, one would have sought to borrow one from her long ago. And yet, since you share my lack of enthusiasm for mechanisms and fine dining, it would have become a mere decorative ornament in your abode. Not so. Had one had such a device to make up for one's lack of culinary prowess, Shenhe would not have had to rely on flowers and herbs alone for sustenance, while under one's care. In that case, shall we rendezvous with Cloud Retainer one day soon, and request to borrow one more Supreme Cuisine machine? A fine idea. A fine idea indeed. Tja, die krassesten Wesen wollen sich eine Küchenmaschine zulegen. Perfekt. I intend to reminisce with my old friends for a while longer. You ought to get back to Liyue Harbor. There is a performance you do not want to miss. Nun gut. Du weißt wie immer über alles Bescheid, deswegen ziehe ich von dann. Ach ja. Oh ja. I'm honored to be here on the Iridescence Tour stage. All right, without further ado, I'm Xinyan, this is Hintao, and this is a little something called... The Flame Lilies! I'm up here blazing trails through the midnight sky, lighting up the world below. And when the crowds all hear my voice, they'll meet the spirit of rock and roll. Let's go! Hey, you butterfly, you too buzzing by, guiding your way to the afterlife, opening the path without a fright. Oh, I'll light the fire, watch it blaze across the universe. I'll spit my rhymes, watch your step, or you'll get burned. Hey, woo! Does anyone have any plans tomorrow? With another year behind us, I think we deserve a celebration of our own. My treat. Interested? The Tianquan footing the bill? I can't miss out on that. Master, listen! May the year ahead be a blessed one. I believe it shall be.
Master, the Xiao lanterns, Ha! Elementary. One shall fashion for you a Xiao lantern the likes of which the world has never seen. And you must take it to Liyue Harbor to display its magnificence for all. Listen! That must be Madame Ping! Nun, das war doch wieder wunderschön. Ich hoffe, dass am Ende der Vogel vielleicht wirklich nochmal lebendig wird, aber ich habe das Gefühl, das war bereits das Ende. Okay, now I need to get a move on and write my next song. Listen to you. You only just fulfilled one lifetime dream. Are you really thinking about your next goal already? Don't try to tell me you ain't the same way. I bet you've already thought up a name for your next opera, haven't you? You know me too well, Xinyan. The Adeptus Seeking Voyage. How does that sound? Oh, man! Yeah, I can already picture it. I've also got just the finishing line for it. I'll close with, and the celestial melody echoed through the clouds forevermore. Schade. Ich hätte mich gerade mal umgeguckt, ob ich vielleicht Tutau hier irgendwo sehe oder so. Na gut, kümmern wir uns noch um die restlichen Dinge. Oh! Bei einer Festlichkeit von 200 können wir auch schon wieder. Eine Einladung gibt's da. Ja. Ja, ja, würde ich auf jeden Fall einladen. Es wäre sehr interessant, wenn man sogar einen 5-Star einladen könnte. Das wäre schon cool. Wäre mal eine coole Neuerung, tatsächlich. Irgendwann mal. Dann machen wir mal die strahlenden Funken. Ach, sie ist es. Alles klar. Feuerwerk. Ah ja. Ah, das kennen wir doch schon, das System. Aber scheinbar ist es was anderes. Na gut, gucken wir uns das an. Leider nur 20 Urgestein dafür, aber wenn sich das summiert mit den anderen Dingern nochmal, dann können wir noch einmal ziehen heute. Das wäre ja schon mal ganz schön. Das wäre der 56. Zug.
Je weniger Zeit du bei der Herausforderung strahlende Funken gebraucht und je mehr Herausforderungsteile du unterwegs gesammelt hast, desto höher deine Punktzahl am Ende der Herausforderung. Ja, okay, das ist halt wieder sowas. Das finde ich jetzt aber unfair. Ich habe gedrückt. Ja, ich habe gedrückt. Moment. Ah, okay. Dann macht das doch automatisch. Alles klar. Aber auch sehr schön. Ah. Alles klar, hab das System verstanden. Das hätte ich mir vielleicht doch mal durchlesen sollen. Sollte noch gepasst haben. Ja, Gold, ne? Dazu kommen wir auch noch. Hier. Ah, okay. Dann ist doch verschieden. Naja gut, dann wenn ich bei jedem mindestens Tag 2 verfügbar habe, auch in der Cutscene gerade so, was man nochmal alles gesehen hat, wen man jetzt nicht so getroffen hat. Chi-Chi zum Beispiel und Baisu. Oder Shon-Yun, der ja noch angelaufen kam, da zusammen mit Feng Shu und irgendwer war da glaube ich noch. Ja. Xiangling, genau, mit Goba. Gott des Herdes. Ah, das war auch was. Vor allem was Interessantes war es. Also ja. Im Wasser irgendwie. Ja dann. Ich habe Tasten gedrückt, ob X oder Kreis, aber beides ist nicht passiert. Schon wieder. Ja. Tut mir leid, Sorgen. Obwohl, Moment. Sekunden, 900 reicht eigentlich aus, ne? Beim Rennen. Klettern und Rennen. Ja, bringt nix. Stabilize. Song, du machst das.
Das ist unfair. Kann tausendmal drücken, aber nichts passiert. Ist aber tatsächlich mal ziemlich geil gemacht, muss ich ja schon sagen. Mensch, Mensch. Sehr schön. Wie, das war nur Bronze. Wo hätte ich das denn noch schneller machen sollen? Ja, bei der einen Stelle halt mal ein bisschen im Wasser verkackt. Okay. Öffnest du das bald auch mal? Song ist gleich am Boden. Also im Wasser. Hier können wir sogar noch einmal einsammeln. Sehr schön. War doch Gold. Hä? Sah wie Bronze aus. Na gut, gehen wir zum nächsten über. Hoffentlich in der Nähe einer Statue. Leider nicht, aber naja. Ja, gucken wir uns die letzten beiden Event-Dinger noch an. Und dann hören wir auch schon auf. Dann sind wir tatsächlich mit dem Ding durch. Und ich habe doch nochmal die Story quasi fertig gemacht von dem Event. Komisch. Aber okay. Apropos, vielleicht können wir ja sogar schon ziehen gerade. Ja. Schade. Zug 56 erfolglos. Aber jeder Schritt nach vorne ist ein weiterer. Oh ja, die Lichterrätsel. Das wird wieder... Ja, ich würde nicht sagen, dass es zwangsläufig zu einfach wird, aber das wird entspannt. Obwohl es diesmal nicht nach Lichträtseln aussieht, ne? Ich glaube, Schattentheater, ja. Es sieht so aus, als müsste ich die Platten verschieben. Aber dann sieht es doch irgendwie wieder nach einem Lichträtsel aus. Spielpause. Komm. Klingt gut. Bei der Regie helfen, ja. Machen wir das. Jawohl. Oha. Oh ja, da kann man richtig abstauben. Mann, Mann. Nach Beginn der Vorstellung wird der Schauspieler Huang mit der festgelegten Geschwindigkeit über die Bühne gehen.
Wenn er auf den Rand des Papiervorhangs oder ein Hindernis trifft, ändert er seinen Laufweg. Mhm. Für Guangs Pfad tauchen Fallen auf, um ihn den Weg zu schweren. Wenn auf seinen Fallen trifft, scheitert die Vorstellung. Durch Verschieben Papiervorhangs kannst du Guangs Laufweg ändern. Umgehe auf diese Weise die Fallen und führe ihn an sein Ziel. Alles klar. Ich habe verstanden. Alles klar. So schwer ist es nun wirklich nicht. Wir machen erstmal weiter, sammeln am Ende ein. Okay, ich weiß wie. Tauschen. 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 Nein! Okay. So geht's auch. Nächste Szene. Den kann man nicht verschieben, alles klar. Da ist ein Hindernis. Okay. So, fertig. Nächste Szene. Kann durch Löcher von der obersten zur unteren Ebene springen. Aber wenn er durch eines der Löcher auf der unteren Ebene fällt, wird er von der Bühne fallen und die Vorstellung wird fehlschlagen. Alles klar. Die kann man nicht verschieben. Das heißt, ich muss ihn erstmal nach oben schieben und dann... Okay. Halt. Du kommst nach oben. Halt. So. Easy Game. Okay, kurze Frage. Da muss er hin. Okay, das kann ich nicht verschieben. Ist doof. Das heißt, aber... Okay. Du kommst erstmal dahin. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Hä? Nee, okay, ich glaube, ich weiß, ja. Stopp. Da. Stopp. Da. So, jetzt. So schwer ist gar nicht. Also ich hatte den Gedanken eben schon mal gehabt, aber das hatte für mich gerade kurzzeitig keinen Sinn gemacht. Oh, ja. Ich weiß wie, ich weiß wie, ich weiß wie, ich weiß wie. Kurz mal die Gedanken ordnen. Das heißt, er wird auf jeden Fall erstmal wieder nach links laufen. Da muss ich ihn quasi wieder zwingen, nach rechts zu laufen, indem ich ja, ihn da dann einfach gegenlaufen lasse. Aber nach links laufen ist ja richtig.
Ah ja, 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 ich hab's. Du kommst dahin. Dann kommst du dahin. Und du kommst jetzt dahin. Und dann ist das Ding geritzt. Ah. Alles klar. Alle Szenen durchgespielt. Naja, zumindest die gingen. Weg, 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 weg. Wie viele waren das? 3, 4, 5, 6, 620. Okay. Sehr schön. Das könnte ich noch hinkriegen, tatsächlich. Anführer, Gegner, ja, theoretisch kann ich machen. Bitten und Kopfgeldjagden mache ich auf jeden Fall noch und kaufen mache ich noch. Und da ist wieder auch mehr. Zack. Ja, mehr Feuerwerk. Gibt's ja auch noch mal was zum Abstauben? Das wäre jetzt schon krass, ne? Ne, leider. Okay. So, kommen wir zu dem letzten Auftrag. Mit Beidou. Im Hintergrund. Ne, ist es ja nicht. Ja. Zack. Das ist aber das letzte Mal für heute, dass ich ziehen kann. Schade. Hätte mich gefreut. Aber gut. Machen wir die letzte Etappe noch. Okay, die ist ein bisschen was weiter weg. Die ist wahrscheinlich wirklich sogar auf ihrem Schiff. Die Alcor. Also die Crux. Entschuldigung, die Crux. Die Crux. Ach, egal. Nicht zu verwechseln mit den Crocs. Also die Schuhe. Lang nicht gesehen, ja. Mehrspielermodus, Hitzewellenmodus, Einzelspielermodus, ruhige Seemodus. Durch den Abschluss eines wurde die Gelegenheit, alle Belohnungen zu erhalten. Durch den Nebel gibt es 3 verschiedene Routen. Vor Beginn der Herausforderung wird eine dieser Routen zufällig ausgewählt. Details von Regeln 19 mit der Erläuterung der Spielweise nachzulesen. Zu Beginn der Herausforderung kann der Wellenreiter eine schwere Kanone nicht benutzen, indem er Route leuchtende Objekte aufsammelt, erhält für zufällige Spezialtechniken. Werden RP des Wellenreiters durch Robustheit ersetzt. Wenn Hitzewellenmodus der Robustheit eines Wellenreiters aufgebraucht ist, verliert er sämtliche erhaltenen Herausforderungstaler und tritt in den Schiffsfahrt-Beobachter-Modus ein. In diesem Modus kannst du keine weiteren Herausforderungstaler oder leuchtende Objekte einsammeln. Nach einer Weile endet die Schiffsfahrts-Beobachter-Modus und der Wellenreiter kann wieder an der Herausforderung teilnehmen. Sobald der ruhige See-Modus, die Robustheit aufgebraucht wird, endet die Herausforderung und die Auswertung beginnt. Ja. Ich mache das lieber im Einzelspieler.
Oh je. Her mit den Moneten, mit voll am Voraus. Dichter Nebel, oh Gott. Wann verliere ich denn jetzt ein Leben? Das habe ich gerade nicht so gecheckt. Yay. Punkte für das Bestehen 300. Punkte für Herausforderung. Ja. Das heißt jetzt, was? Muss ich die 4000 voll kriegen? Ich habe das gerade nicht so ganz kapiert. Osmanthus. Wine tastes the same as I remember. Ah ja, also einfach die Punkte sammeln und gut ist. Kein Schaden mehr, ja. Also im Prinzip macht man das ein paar Mal, bis man die Punkte voll hat. Das war's dann eigentlich, ne? Ja. Ja. Wird in 10 Stunden auf 4000 erhöht. Ah, okay. Also man kann jetzt bis 3000 machen. Das heißt, wenn ich es jetzt genauso wie eben quasi abliefern kann, dann müsste man das theoretisch jetzt nur 3-mal noch machen und dann war's das. Nein, mein Geld. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mehr Magnet. Ja, ich glaube, ich habe das Schottendicht-Ding, ne? Ich hatte eben 189. Jetzt habe ich noch mehr. Kommt schon. Magnet. 250. 770 Punkte, geil. Der Magnet hat noch mal ein bisschen was rausgeholt. Und ich auch. Ja, aber trotzdem so in dem Dreh. 1-2 Mal muss ich das noch machen und dann haben wir das eigentlich auch. Dann war es das schon.
Ja, genau. Obwohl, 2 mal 700 reichen gar nicht aus. Krass. Habe ich so schlecht gerechnet gerade? Ja. Ja, in etwa. Also grob überschlagen hat es funktioniert, aber Überschlag ist halt auch immer blöd, ne? Da habe ich einen Punkt verloren, schade. Ja, der Nebel macht mir doch nichts. Da drehen sie nochmal ihre letzten Runden. Ja, ich sollte diesen Boost halt einfach nicht einsetzen. Der drängt mich eher immer von was weg, als anstatt dass mir irgendwas bringt. Ja, da merkt man es wieder. Ich hätte den Boost jetzt, aber bringt tut er mir nichts. Gut, man könnte jetzt so argumentieren, ja, einmal hier rüberfegen und gut ist, ein Punkt kassiert, ja, gut. Hier nochmal, zack, ja. 256, auch gute Zahl. Hauptsache so, ja. Also mein Überschlag war doch gar nicht mal so schlecht, ne? Mit jedem Mal gerade mehr Punkte, muss ich schon zugeben. Im Endeffekt dann doch nur so, oft wie ich es gesagt habe. Also wenn ich das jetzt mit einem Durchlauf noch schaffe, hatte ich sogar recht. So. Hallo? Jetzt. Ja, moin Knobbers. Kommt leider ein bisschen spät. Bin drauf und dran nach dem Event ja, wenn ich hier durch bin, gleich wieder aufzugehen. Ja, nochmal 800 und das Ding ist gegessen. Ja. Jetzt hatte ich die beiden Karten jeweils zweimal. Die eine will wohl nicht, ne? Ja. Oder? Nee, das ist schon wieder die. Dann habe ich diese Karte jetzt dreimal gehabt. Die eine einmal. Das war's dann auch schon. Oh Gott. Mein Geld. Auch schön, wenn man sich selber wegsprengt. Sehr hilfreich. Ah, ich sehe es doch schon kommen, das wird nichts, oder? Magnet ist drin. Ja, vielleicht. Komm, können wir ja versuchen. Mehr als versuchen können wir es nicht. Und nochmal durchliegen. Komm! Geld! Geld! 256. Sollte gereicht haben für die 800. Ja. Das war's. Warum streamst du so selten? Naja, selten würde ich jetzt nicht zwangsläufig sagen. Also ich gebe zu, dass es selten ist im Vergleich zu welchen, die jetzt jede 2 Tage hier mal eben schnell einen Stream reinhauen oder keine Ahnung, jeden Tag vielleicht sogar oder von mir ist auch alle 3 Tage, ne? Ja, das kommt halt daher schon mal aus dem Sinne, dass ich entweder hier oder auf Twitch streame, das ist ein Unterschied, ne? Wenn man nicht auf beiden Plattformen quasi mit dabei ist, dann kommt einem das noch seltener vor, als wenn man jetzt hier nur auf der einen beschränkt ist, sag ich mal. Dann ist der nächste Indikator erstmal Zeit. What in the world
oder Mangel an Content, den ich habe. Da würde ich jetzt nicht sagen zurzeit, Mangel hätte ich jetzt nicht, aber eher Zeit. Es kommt halt immer in letzter Zeit irgendwie was dazwischen oder man kann ja auch mal krank werden. Ja, und was Genshin jetzt hier angeht, ja, da ist es dann doch eher Mangel an Content. Also nicht zwangsläufig jetzt gerade, da hätte ich genug. Aber in den meisten Fällen war es da immer Mangel an Content, weshalb ich jetzt nicht jedes Mal irgendwas zu Genshin streamen kann. Kann ich schon, aber weiß ich nicht. Auf Dauer dann halt immer nur zu sehen, wie ich da durch die Walachei laufe und da irgendwelchen Viechern aufs Maul gebe, so schwierig. Wenn da jetzt nicht irgendwie was Story-Relevantes noch mit dabei ist oder irgendeine Quest oder sowas. Also jetzt habe ich ja gerade noch mehr als genug. Erstmal durch das Event, durch die neue Story, die dazu kam, das neue Gebiet, hier die Aufträge muss ich auch noch machen. Da habe ich erstmal noch genug. Aber ja, da ist es dann jetzt ein Indikator von Mangel an Zeit und ja, gegebenenfalls halt auf Twitch dann wieder ein anderes Game, was ich dann streame. Also ich hoffe, die Antwort reicht hier. Weil viel anders könnte ich es nicht formulieren. Oder anders könnte ich es nicht argumentieren. Falls es jetzt nur Genshin angeht, habe ich damit auch schon die Antwort geliefert. So. Genau. Ich wollte nochmal... schnell in der Teekanne was einkaufen. Dann mache ich noch schnell die Bitten der Bewohner und eben nochmal schnell 3 Kopfgeldjagden und dann bin ich aber auch wirklich weg. Jetzt zum Beispiel Dienstag würde ich halt wieder streamen, weil da hätte ich halt wieder Zeit. Es sei denn, da kommt mir nochmal irgendwas in den Weg, aber ich schätze nicht. Kann ich halt vorher nicht sagen. Ja, und ansonsten Dienstag, da streame ich dann wieder auf Twitch. So. Da wäre es dann wieder Jurassic World Evolution 2. Voraussichtlich. Und ansonsten... ja... vermutlich dann Freitag wieder was. Donnerstag eventuell dann nochmal Police Simulator. Also, ja... es könnte jetzt demnächst häufiger werden, aber ich will es halt nie versprechen. Deswegen sage ich ja zum Beispiel, Dienstag ist ein guter Tag, da kann man eher damit rechnen, weil ich dort nochmal mehr Zeit habe. Das heißt aber nicht, dass da unbedingt was kommen muss. Wenn da irgendwas im Weg ist, dann versuche ich das irgendwie auf mein Discord eigentlich mal raufzuschreiben. Aber das war's dann auch. Mehr kann ich dann auch nicht tun. So, wir gehen nach Inazuma eigentlich für das Kopfgeld, ja. Die Bitten der Bewohner holen wir uns vielleicht von woanders. Müssen wir mal gucken, je nachdem was es ist. So, ich habe ja jetzt zum Beispiel auch nochmal so einen Erfolg, der eine Weile noch nicht bei mir fertig war in den Errungenschaften hier. Den hatte ich jetzt neulich auch fertig gekriegt, irgendwie vor einer Woche, glaube ich schon. Den wollte ich jetzt die Tage dann auch mal gucken, dass ich den nochmal hochladen kann auf YouTube. Im Prinzip sieht man eigentlich nur, wie ich das Ding dann quasi komplettiere, aber ich sage dann auch nochmal was dazu. Also, ich spreche das dann einfach nochmal drüber. Und ja, dann hoffe ich mal, dass es halt wieder so eine Errungenschaft, die ist ein bisschen schwieriger zu bekommen, dass es dann irgendwie weiterhelfen konnte. Hoffe ich mal. So, die Textur dürfte gerne laden, aber vor allem der Typ dürfte auch gerne laden. Aha, hallo. Was können Sie mir denn so heute empfehlen hier bei den Kopfgeldern? Beziehungsweise bei den Bitten der Bewohnern. Ja, die habe ich. Ja, 15 mal Münze kriegen wir auch noch hin. Und was hast du? Irgendwelchen Leuten
bisschen Angst einjagen. So, das Ding hauen wir auch noch kurz und klein. Und dann geht das los. Let's go! Hat mich schon gewundert, als ob das zwei die gleichen sind. Das wäre mir mal was ganz Neues. Shine down. I will have order. No touching. All hail. There is no escape. Sieht nach Now you shall Immunität perish. aus. Soll mich aber nicht stören, würde ich behaupten. Wenn wir schon dabei sind, die 15 Münze, weiß ich eigentlich, wo die hin müssen. Deswegen die Spiegeleier. Die müssen dahin. Okay. Können wir mir schon mal gucken, dass ich das abliefern kann. Dann muss ich mich nur noch um die Kopfgelder kümmern. Quasi erstmal das leichte abfarmen, damit ich mich um das, schwer will ich es jetzt nicht bezeichnen, aber dass ich mich um das anspruchsvollere kümmern kann, weil ich da jedes Mal ja wieder zurückdackeln muss. Da sollte es eigentlich auch so eine Option geben, dass man dann von unterwegs auch sagen kann, ja, ich würde das Kopfgeld gerne weiterführen und dann die Stufe. Das wäre eigentlich mal so ein Vorschlag für die nächste Umfrage. Oder dass man es generell von der Entfernung anfordern kann. So, ja, ich hätte gern das Kopfgeld irgendwie von der Stadt. Auf dem Schwierigkeitsgrad. Und die Bitten der Bewohner kann ich mir auch von unterwegs angucken. Das würde alles bequemer machen. So, das hatte ich ja fast vergessen hier einzusammeln. So, ja, morgen wird das auf 4000 Punkte erhöht, das heißt, man kann nochmal 2 holen. Da habe ich hier nochmal ein bisschen Festlichkeit gesammelt, die kann ich auch einsammeln. Okay, wenn man morgen wieder ein bisschen was freischaltet, sollte man morgen eigentlich einladen können. Das heißt, eine Yao Yao ist mir morgen garantiert. Sehr schön. Das ist nicht dein Ernst. 154, das kann doch nicht wahr sein. Als ob da schon wieder nur so wenig fehlen. So. Da ist das eigentlich, ne? Mit den Minzbonbons. Oh, wir können ja ruhig noch mal so ein paar Tierfänger hier kaufen. Warum nicht? Wir die Dinger auf Vorrat haben, obwohl ich mein Maximum bereits erreicht habe. Mann, war das eine Quälerei. Ab einem gewissen Punkt hast du halt einfach keinen mehr, dir ständig irgendwelche neuen Füchse oder so reinzuholen, weil du die eh alle nicht platzieren wirst. Aber ich hatte eine recht coole Idee irgendwann für so eine Stelle in der Teekanne, dass ich da so, quasi so ein ganz kleines Gebiet wirklich nur nehme, so einen ruhigen Ort mit ein bisschen menschlicher Zivilisation, den du dort bemerkst, halt wegen diesen Sitzbänken, die dann vielleicht dort sind, oder wegen zurechtgeschnittener Hecken. Ne? Also allgemein, dass man da recht wenig sieht. Es soll sehr naturbelassen dort sein. Und dann werde ich dort bei diesem Springbrunnen von Mondstadt, dann werde ich da noch so ein paar Vögel drum platzieren, die ich alle gefangen habe. Zu einem gewissen Punkt habe ich angefangen, Vögel zu fangen. Also von diesen Spatzen.
ganz bestimmte, die ich vorher noch nicht hatte. Ja, ja, habe ich da so ein kleines Vogelbecken quasi. Bin gespannt, wie das aussehen wird. So, bin ich hier. Du warst das, ne? Ja. Ohne nachzugucken. Doch noch ein Multitalent. Ich mache natürlich Witze. Ich sehe das jetzt nicht gerade als Talent an, sich irgendwas zu merken. Je nach Person kann das schwieriger sein, klar. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt sagen würde, merk dir mal die 2, dann könntest du es vielleicht vergessen haben, bis ich danach wieder frage, aber theoretisch, ne? So, welche Zahl war's? So, ne? Jetzt gefragt? Klar. Also die meisten würden jetzt richtig antworten. Wenn ich jetzt aber sowas sagen würde wie, keine Ahnung, merkt ihr folgende Zahlenreihenfolge 11, 156, minus 7, 5,3, 43, 87 und was weiß ich. Z. So. Und jetzt nochmal in genau derselben Reihenfolge, dann irgendwie nach einer halben Stunde fragen und dann, ja. Setzt schon mal voraus, dass ich mir die Zahlenfolge überhaupt gemerkt habe. Plus den Buchstaben. Aber da könnte ich eine Trickfrage draus machen. Und dann, ich habe ja von vornherein nur gesagt, man soll sich die Zahlenfolge merken, nicht den Buchstaben. Und schon hätte man ein Gewinnspiel gefällt, theoretisch. Also so könnte man da betüten. This is order. Gather. Illusion shattered. Born of ice and frost. It's time for a Das flash ist ein Witz, nur weil er sich wegen seiner Verwandlung kurz geduckt hat mit dem Kopf. Ja, ich könnte die Woche theoretisch noch ein bisschen weiter strecken. Also mit den Kopfgeldjagden kriege ich das jetzt noch hin. Genauso wie die Elementaranhäufung und so weiter. Ich könnte die Punkte diese Woche wahrscheinlich voll kriegen. Will ich das? Ja, wäre schon cool. Mache ich das? Nö. Wie gesagt, wir kümmern uns jetzt noch um die Kopfgelder. Und dann war es das auch für mich. Dann muss ich hier nicht noch weitermachen. Hänge ich halt ein bisschen hinterher im Battle Pass wieder, aber solange ich die nächste Woche dann wieder akkurat mich der Sache nachgehe, dann ist ja alles in Ordnung. Ob ich bei meinem Ticket nicht gerade so nochmal was. Machen wir das doch einfach mal parallel. Vielleicht kann ich ja dann doch noch einmal ziehen, ne? Wenn dabei der 5-Star rumkommen würde. Mann. Ob es dann Al-Heitam ist oder nicht, das ist eine andere Geschichte. So, da. Ich habe gar nicht auf seine Immunität geachtet. Eigentlich auch egal. Leider nicht. Die nächsten Tage auch nicht. Ne?
glaube, ich bin den Monat sowieso rum mit Urgestein, abgesehen von dieser Eintragung diesen Monat. Sollte ich kein Urgestein mehr kriegen durch die Eintragungen. Born of ice. Stabilize. I will have order. Wind, hear me. Access denied. Erledigt. Gut, dann das letzte Copgate und los geht's. Ist ja auch sowieso gratis Mora, was man nicht ausschlagen kann, ne? Ist jetzt nicht so, als hätte ich gerade einen hohen Mora-Bedarf. Ich habe irgendwie diesen Punkt erreicht, an dem ich sage, ja, ich habe Mora, ich könnte ein bisschen was austeilen, notfalls. Aber irgendwann kommen die Tage wieder, da brauchst du es dann und dann, zack, kann ich rein investieren. Da staunt man dann nicht schlecht, ne? Aha. Gegen physischen Schaden. Tja, da habe ich kein Problem mit. Physisch mache ich keinen Schaden. Also, könnte ich. Mache ich aber nicht. Obwohl man es theoretisch so sehen müsste, also der Frostschaden ist ja in der Theorie gesehen eigentlich physisch, ne? Genauso wie mit der Luft auch. Elektro ja weniger, ist eine andere Geschichte. Und Geo auch, wenn du es ganz genau nimmst. Bei der Luft könnte man noch minimal argumentieren, genauso wie beim Geo. Ja, das Abschaben so, aber... Ja. Und beim Kryo könnte man halt sagen, ja, das hilft und gelangt in den Schaltkreis, also indirekter Hydroschaden. Oder durch diese enorme Kälte könnte das von innen quasi brechen oder von mir aus auch von außen. Ich glaube, man kann mit allem dort argumentieren. Gut, aber wie ich das letzte Kopfgeld jetzt abhole, müssen wir nicht auch noch sehen. Das mache ich dann jetzt sowieso noch privat, schnell kurz. Und dann melde ich mich auch schon ab. Von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle, wer bis zu diesem Punkt überhaupt da geblieben ist, weil wir sind ja schon seit ein paar Minuten, vielleicht sogar einer halben Stunde, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, bereits aus dem Event raus. Ja, morgen kann man ja schon weitermachen, aber ich werde morgen ja nicht streamen, deswegen, ja, muss mal gucken. Also wenn da jetzt wirklich nochmal so ein Storystrang kommt, dann würde ich dazu, denke ich, nochmal was streamen. Ansonsten werden wir von dem Event von mir wahrscheinlich erstmal nichts mehr sehen, weil das sah irgendwie heute schon nach einer leichten Endsequenz aus, oder die haben sich für das Ende nochmal was richtig Spektakuläres einfallen lassen. Weiß ich noch nicht. Bleibt abzuwarten. Und ja, was die Story hier angeht, werde ich dann auch nochmal weitermachen. Aber das wahrscheinlich nicht vor dem nächsten Wochenende, weil Dienstag, wie gesagt, jetzt eigentlich erstmal Jurassic World Evolution wieder dran ist und Donnerstag eventuell Police Simulator, beides auf Twitch. Und dann würde ich mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!